So, nice, dass du da bist auf jeden Fall. Freut mich. Freut mich auf jeden Fall, hier zu sein. Sehr, sehr coole Location von dir. Dankeschön. Nee, also du warst auch mit einer der ersten, die ich ganz gerne in dem Podcast haben wollte. Und bei dir ist natürlich der Schedule auch immer ein bisschen tight. So. Freut mich auf jeden Fall, dass du heute Zeit gefunden hast, auch herzukommen. Ich wollte ja schon vorher kommen, aber wie du schon sagst, viel zu tun, ja. Absolut, ne? Mit der kleinen Tochter jetzt auch. Und du Zwei hast ja jetzt. 2 Töchter hast du ja mittlerweile. Ja. Yeah. Aber du kennst es ja. Man nimmt sich immer viel vor, aber es wird dann oft über den Haufen geschmissen. Und du hast Es ja gibt auch einfach, genau, man hat jetzt andere Prioritäten einfach. Aber so ein Sonntag passt doch perfekt. Wir haben ja jetzt so vor 5 Jahren angefangen, so zusammenzuarbeiten. Damals war das noch im Athlete Gym. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon in Berlin? Ich bin 2007 gekommen, also ich bin wirklich die meiste Zeit meines Lebens sozusagen bin ich jetzt in Berlin. Deswegen, ich bin jetzt die meiste Zeit hier in Berlin. Ich bin 2007 gekommen aus Göttingen. Bist du dort aufgewachsen? Nee, ich habe 10 Jahre in Russland gelebt, 10 Jahre Göttingen und jetzt seitdem sozusagen hier. Wo in Russland bist du aufgewachsen? Vom Schwarzen Meer bin ich. In der Nähe so von Rostov, da gibt es halt sozusagen eine Stadt, die haben auch eine gute Kuban, glaube ich, hieß die Basketballmannschaft, die ist ja auch relativ gut. Ja, Lokomotiv Kuba. Ja, das ist sozusagen da die Gegend. Die waren ja auch mal, gegen Alba haben die auch mal gespielt, da war ich auch mal da. Ja, das ist sozusagen die Gegend, wo ich herkomme. Ja, nice. Und dann halt Göttingen kennt man. Alle kennen Göttingen jetzt mittlerweile. Ja, ist ja auch eine Basketballstadt und mein Zwillingsbruder hat So ja ein dort bisschen auch gefühlt studiert. Angstgegner von Alba, ne? Ja, so ein Verlieren bisschen. des Öfteren da eigentlich. Ist echt witzig. Ja, und jetzt hier und seit 2018, glaube ich. Du bist, glaube ich, du bist gleich am Anfang gekommen, glaube ich, ne? Als das Gym Genau, damals relativ neu, als das habe. Gym gerade frisch Ja, ja. aufgemacht wurde. Ja. Ja, cool. Genau. Und damals in Göttingen hast du selber auch Basketball gespielt? Hast du in Russland auch schon mit Basketball begonnen? Oder? Nee, da war bis ich 10 war ich in Russland, da gab es sozusagen Ballsportarten nicht so. Wie bist du da aufgewachsen? Also, Wir sind da, also du machst ja natürlich Schule und dann Rest des Tages bist du mal draußen unterwegs. Ich habe dann Judo habe ich mal angefangen, weiß ich noch. War ich in einem richtigen Judo-Verein und so, das habe ich damals angefangen. Aber ansonsten hat man nicht mit so richtigen Sportarten zu tun gehabt, sondern immer nur gespielt draußen halt, so wie man ist. Dann in Göttingen bin ich auch dann erst ziemlich spät. Ich habe eigentlich immer nur Fußball gespielt. Ja, ich war immer nur draußen, immer nur Fußball gespielt mit den Jungs. Und irgendwann dann in der Schule, beim Sportunterricht, hat einer dann gefragt, hey, können wir nicht Basketball spielen? Dann habe ich da ein bisschen mitgespielt. Und ich war halt sozusagen mal körperlich ein bisschen stärker oder überlegener sozusagen in meinem Alter. Oder athletischer, sage ich mal so. Und dann, dadurch hat er dann gesagt, ey, willst du nicht mal zu unserem Verein kommen? Dann bin ich zu ASC Göttingen gegangen. Und dann hat mich da Stefan Minak damals. Er ist, glaube ich, jetzt von der Frauen-deutschen Nationalmannschaft sogar, glaube ich, Headcoach oder von der U20. Also auf jeden Fall ist er auch ziemlich bekannter. Und der hat mich damals gesehen und meinte, hey, was machst du in der zweiten Mannschaft hier? Komm sofort hoch. das sind gute Anlagen. Okay. Ja, wir waren damals 2000, keine Ahnung, ich war 16, 17. Ich war 16 und dann bin ich in die erste Mannschaft gekommen. Damals war ja noch B-Jugend, A-Jugend und sowas. Und ich hatte gar keinen Plan, also wirklich nichts. Und da weiß ich noch, was ich am Anfang direkt konnte, war irgendwie Verteidigung so. So mit dem Ball konnte ich gar nichts anfangen. Und dann habe ich halt erstmal nur verteidigt und dann ging es halt immer so weiter. Aber mein größter Vorteil war eigentlich sozusagen dieses Körperliche. Und dadurch habe ich dann so ein bisschen dann, sagen wir mal, sozusagen meinen Platz gefunden. Dann habe ich auch innerhalb von einem Jahr dann zweite Regio dann auch gespielt, bei den Herren so. Aber klar, immer nur Full Defense und dann immer die Älteren, die Größeren verteidigt. Dann auch in der zweiten Bundesliga damals sogar mittrainiert. John Patrick hat mich dann sozusagen mit hochgezogen dann. Und dann sozusagen dann Jugendhighlight war dann eigentlich, dass wir dann in Japan dann gelandet sind. Mit dieser Auswahl von Göttingen mit so ein paar Spielern damals, die auch relativ gut waren so. Sind wir dann nach Japan geflogen, haben da bei diesem japanischen Highschool-Turnier gespielt. Auch gewonnen. Das war natürlich so, sagen wir mal, Jugendhighlight so überhaupt. Das war dann 17, 18 ungefähr. Und dann ging es für mich so eigentlich sozusagen weiter, aber ich wusste nicht so richtig, was ich halt machen soll beruflich.
Deswegen habe ich dann nur Basketball gespielt, ein bisschen gejobbt so und dann irgendwann habe ich gesagt, hey, ich muss vernünftig die Schule abschließen und dann mal jetzt irgendwie auch mal was Richtiges machen. Weil Basketball war für mich immer sehr, sehr interessant und so ein Hobby so. Aber damals, 2006, 2007, so auch in dieser Kleinstadt, ich hatte gar keine Ahnung, ob ich damit Geld verdienen kann oder geschweige denn damit irgendwie was aufbauen. Deswegen war für mich immer nur so ein Hobby, wo ich abends hingegangen bin. Okay. Jetzt im Nachhinein hätte ich da wirklich voll reingepumpt, kann ich mir schon vorstellen, dass ich was gemacht hätte damit. Aber man muss ja auch sagen, dass damals die Landschaft auch noch ein bisschen anders aussah. Ich würde auch sagen, dass vor allem speziell in den letzten 10 Jahren diese Basketballbranche sich komplett verändert hat. Ich bin ja jetzt sozusagen mittendrin, sage ich mal so von der Seite aus, aber mittendrin. Und ich würde schon sagen, dass speziell in den letzten 10 Jahren es sich extrem gewandelt hat. So, und das so freut mich extrem. Aber mit meinem Wissen von heute, sagen wir mal, dann mit 17, 18 so, jetzt mit meinem Wissen so, dann hätte ich es natürlich ganz anders gemacht alles. Aber es ist halt, wie es ist. Wie gesagt, ich bin ja trotzdem beim Sport mittendrin. Ich habe ich finde es sogar irgendwie auch besser, so dass ich das so mache, wie ich es jetzt mache. Weil ich bin voll mit dabei. Ich weiß sozusagen internen Sachen, ich weiß die externen Sachen, aber ich habe keine Verpflichtung dazu. So. Ich habe nicht diesen Druck oder so oder bin dafür irgendwas verantwortlich gewesen, sondern ich bin einfach mit dabei so und du bist halt nirgendwo wirklich so festgekettet. Ja. Und deswegen bin ich das schon eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Aber mal gucken, was noch alles kommt. Ja. Als du dich dann entschieden hast, diese Ausbildung zu machen, 2008, so einen sportlichen Assistenten, die ging 2 Jahre, die Ausbildung, ne? Genau, es war so eine schulische Ausbildung, weil im Endeffekt, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste aber, Sport ist das Einzige, was mich interessiert so. Und dann, auch damals muss man sagen, ich habe 2007 war das noch, habe ich Praktikum bei Fitness First gemacht, bei so einem Trainer. Und da habe ich erst verstanden, es gibt sozusagen Menschen, die Geld verdienen mit Leute trainieren. Aber es war so ein bisschen so unklar, muss ich dann immer ständig nur ältere Menschen trainieren, weil es war so, die Fitnessbranche war ja damals komplett anders. So, wenn du von Personal Trainer gesprochen hast, waren das immer so Leute, die dann irgendwelche sehr bekannten Menschen trainieren oder Politiker trainieren. Nur so, sagen wir mal, so wie so ein High-Class-Training ist es. Das heißt, für normale Menschen war das halt nichts. So, und dementsprechend kann es ja auch einfach überhaupt nicht. Und dann habe ich gesehen, hey, man kann auch damit halt Geld verdienen. Und es ist nicht so, wenn du sagst, ich bin Trainer, dass du dann dieser Typ im Kursraum bist, der da so rumspringt und halt Leute animiert, irgendwas zu machen. So. Da habe ich das erste Mal gesehen. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss irgendwas mit Sport machen. Und dann kam mal diese Ausbildung, habe ich mal gefunden online, war eine schulische Ausbildung und dachte, okay, ich mache erstmal die Ausbildung, weil damals war mein Denken auch so, ich muss Ausbildung machen, damit ich danach einen Job habe. So, dann habe ich diese Ausbildung halt angefangen und gemacht. Und ich muss halt sagen, so nach einem Jahr habe ich gemerkt, ich weiß nicht, wohin damit, also was ich damit machen werde. Da war ich so ein bisschen, habe ich überlegt abzubrechen und dachte mir, okay, ich mache jetzt das Jahr noch zu Ende und dann gucke ich, was ich machen kann. So, der habe ich dann auch abgeschlossen. Da war schon 2010. Genau, und dann bin ich eigentlich direkt in diese Trainersache eingestiegen. Und du meinst halt, dass einfach auch das Problem an dieser Ausbildung ein bisschen war, dass inhaltlich halt einfach auch noch viel, viel Luft nach oben war. Bist du der Meinung, dass viele dieser Lizenzen und dieser Ausbildung, die man zu einem Trainer machen kann, halt an sich noch so ein bisschen veraltet sind und dass es eigentlich deine Aufgabe ist, sich als Personal Trainer auch außerhalb davon immer weiterzuentwickeln? Ja, also ich habe jetzt damals die Ausbildung gemacht, diese schulische Ausbildung. Und ich muss sagen, diese Ausbildung damals, das, was du lernst, ist wirklich halt nichts. Das ist das Ding. Also man wird irgendwie gefühlt beschäftigt, aber man kriegt nicht so richtigen Werkzeugkasten mit. Sondern es wird ständig nur über irgendwas geredet. Wir haben, glaube ich, 12 Sportarten so angeschnitten. Man hat gelernt, wie man diese 12 Sportarten jemand anderen beibringen könnte. So, und dann wirst du wie so ein Breitensport-Coach eigentlich. Aber es ist ja nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte ja schon eher in die Fitness-Sache rein oder dann doch in den Basketballbereich rein. Ich wurde ja sozusagen diesen Breitensport ausgebildet und dann hätte ich in einem gemeinnützigen Verein vielleicht was machen können oder sonst was. Weil es war ja damals schon nicht mein Ziel. So, und dann habe ich die Ausbildung abgeschlossen und ich habe nebenbei ja schon am Empfang im Fitnessstudio gearbeitet und habe schon ein bisschen immer
die Coaches gesehen, beobachtet, mit denen ein bisschen ausgetauscht. Und da habe ich schon gesehen, es ist machbar, also mit diesem Job auch gutes Geld zu verdienen und dann aus diesem Job auch vielleicht halt weiterzugehen. Das habe ich damals schon gesehen, aber ich hatte wirklich gar keine Ahnung, wie das halt geht, weil ich habe nur die Jungs gesehen, die dann Leute trainieren. Ich habe immer gesehen, das sind irgendwelche Geschäftsleute, Politiker und wie man schon immer von außen mal gesehen hat, sozusagen Menschen, die dann sozusagen ein höheres Einkommen haben, nur die können sich das leisten. Das war damals 2007, 2008 so. Und ich wusste nicht, wie kommst du an diese Leute denn heran? Also du kannst ja nicht einfach in einem Fitnessstudio dich hinstellen und sagen, so, ich bin jetzt hier der Trainer, komm zu mir, sondern du musst ja einen bestimmten Wert mitbringen, den du dann den Leuten gibst. Und wenn du mit Menschen arbeitest, die sozusagen dann mal Führungspersonen sind oder sozusagen aus diesem Bereich, diese Menschen brauchen ja was anderes als einfach nur jemand, der daneben steht und sagt, mach mal 10 Wiederholungen, mach mal 12 Wiederholungen, sondern die brauchen ja eine vernünftige Anleitung und ganz, ganz wichtig, diesen vernünftigen sozialen Austausch mit der Person eigentlich. Du bist zwar Trainer und musst halt lernen, diese Sportart, sag mal, sportwissenschaftlichen Sachen, ja, keine Ahnung, die Anatomie, wie funktioniert der Körper, wie ist die Ernährung, wie ist die Kombination sozusagen der Gelenke, wie ist die ganze Koordination des ganzen Körpers. Das sind halt sehr, sehr, sehr viele Sachen, die du lernen musst und die du wissen musst, aber am Ende, wenn du dann mit der Person trainierst, ist der soziale Aspekt eigentlich vielleicht sogar noch, sozusagen noch wichtiger. Das heißt, um einen Kunden zu bekommen, brauchst du diese ganzen sportlichen Skills plus minus gar nicht. Wenn du den Kunden hast und ihn zu halten, danach brauchst du die halt auf jeden Fall. Und das ist halt, was ich halt auch damals bei der Ausbildung gesehen habe. Ich habe plus minus gar keine Skills mitbekommen, geschweige denn die sozialen Sachen. Ja, damals war ich 20 Jahre alt, diese zwischenmenschliche, so, ich habe natürlich bestimmte Werte und haben eine bestimmte Erziehung bekommen, sozusagen so, das geht, aber es ist nichts im Endeffekt, was jemand davon überzeugt, mit mir zu trainieren. Und das habe ich halt gleich gemerkt von Anfang an. Nur dann hatte ich halt so das Glück, dass ich jemanden, so einen Geschäftsmann aus Russland kennengelernt habe. Und der ist dann auf mich zugekommen und meinte, hey, könntest du uns nicht trainieren, weil wir können halt kein Deutsch, wir können keinen Trainer nehmen, wir können auch kein Englisch, wir können nur Russisch. Können wir denn nicht bei dir trainieren? Dann meinte ich, okay, können wir machen, aber ich kann es nur draußen machen. Er meinte, das ist kein Problem, du kannst mich trainieren, meine Frau trainieren, die Kids trainieren, so, sozusagen meine ganze Family. Und dann haben wir hier im Grunewald, haben wir dann halt sozusagen immer trainiert, mit den Kids dann auf den Spielplätzen immer was unternommen und so. Und dadurch ist eigentlich sozusagen dieser Sprung für mich in diese Personal Training Branche eigentlich entstanden. Das heißt nicht mit dem, was ich gelernt habe in der Ausbildung oder sonst irgendwo, sondern dadurch, dass ich am Empfang gearbeitet habe und einfach nur dieses Zwischenmensch mir selber beigebracht habe, wie gehe ich mit Menschen um, so ist es dann halt dadurch entstanden. Und in dem Fall nur über meine Sprache, sage ich mal so. Aber vielleicht wäre es auch irgendwie anders gekommen. Und dann hat diese Person mich sogar dann mit nach Russland genommen. Das heißt, ich bin dann ein Jahr so ein bisschen hin und her gependelt. So, und dann habe ich sozusagen über diese Person dann, zwar im anderen Land so, aber dort im Endeffekt hat er mir dann Kunden gebracht, dann habe ich mit denen trainiert und dann so habe ich mir das Ganze so ein bisschen aufgebaut. Ja, bis zum Moment, wo ich dann wieder zurückkam nach Berlin und dann hier geblieben. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist genau das, was ich halt machen möchte. Und da steige ich jetzt ein. Was muss ich jetzt dafür halt machen? Und dann bin ich zu dem Unternehmen gegangen, wo ich halt am Anfang gearbeitet habe. Und dann habe ich mich bei dem beworben. Und das war so der größte Schock für mich, genau. Da habe ich meine 2-jährige Ausbildung denen vorgelegt. Und dann haben die mir gesagt, die hatten irgendwie so ein Stufensystem von 1 bis 5. Und du kannst bei denen nur als Personal Trainer einsteigen, wenn du Stufe 3 hast. Und meine Ausbildung war einfach auf Stufe 2. Und dann dachte ich mir so, ich habe 2 Jahre eigentlich gelernt, es war ja auch noch in Potsdam, das heißt, ich bin jeden Tag nach Potsdam gependelt aus Berlin. Bin 2 Jahre lang irgendwo hingefahren, habe irgendwas gelernt, irgendeinen Druck gehabt. Diese Schule war sowieso nie mein Ding. Das heißt, immer diese Prüfungen, immer dann sozusagen so unter Druck kommen, so das war nicht meins. So, weil du lernst Dinge, wo du weißt, vielleicht brauche ich die nie wieder. Und das war für mich dann ein Extremdruck. Das heißt, wenn ich mich für etwas interessiere, so, kann ich mich hinsetzen und ich lerne es sofort. So, ich kann mir was anhören, wenn ich mich dafür interessiere, weiß ich es sofort. Aber da habe ich halt so viele Sachen gelernt, die ich halt überhaupt nicht für interessant empfunden habe. Und da musste ich ja dann auch eine Prüfung machen, deswegen war für mich nur Stress. Und dann höre ich auch noch, dass ich jetzt 2 Jahre im Endeffekt eigentlich aus dem Fenster geschmissen habe, weil ich hätte auch bei Fitness First einfach eine Ausbildung machen können, die ein Wochenende dauert. Also Präsenz ist ein Wochenende und dann musst du noch so ein paar
Tage sozusagen dann noch was zu Hause machen. Und dafür zahlst du dann 1.000 Euro damals. Und dann hast du Stufe 3. Unglaublich, okay. Und das war so der erste Schock für mich, so wie diese Branche eigentlich funktioniert. Dann habe ich mich noch ein bisschen anders umgeguckt. Da gab es noch andere, ja, das sind keine Schulen, sondern Unternehmen, die so bis zur A-Lizenz dir was anbieten. Die A-Lizenz besteht dann aus mehreren anderen Lizenzen. Also du musst 6 Lizenzen machen, dann hast du die A-Lizenz. Und dann ist es immer so, dass du dir diese Lizenzen im Endeffekt eigentlich ja nur kaufst. Du hast manchmal eine Präsenzzeit von 6 Monaten, manchmal hast du eine Präsenzzeit von einem Wochenende. Und am Ende hast du ja dieselbe Lizenz. Also du kannst da sagen, ich bin A-Lizenz-Trainer. Und du hast 3 Jahre irgendwie Ausbildung gemacht oder vielleicht sogar studiert und du bist A-Lizenz-Trainer. Oder du hast einfach nur 2 Wochenenden besucht und du bist halt A-Lizenz-Trainer. Und das war halt für mich so, okay, alles klar, diese Branche funktioniert anscheinend halt anders, als ich gedacht habe. Du musst Ausbildung machen, dann bist du sozusagen was. Sondern entweder setzt du dich halt selber hin und lernst das Ganze und bringst dir diese Sachen bei und vor allem du lernst von Leuten, die halt so Erfolg produzieren. Dann habe ich halt die ganze Zeit beobachtet, wer ist denn gut in der Branche? Ja, damals kam ja gerade, da war ja noch, da hat Instagram ist gerade rausgekommen, das war 2010 ungefähr, 2011, so da gab es ja diese ganze Social Media, du hast ja noch nichts draußen gesehen, du musst halt immer nur in den Gyms schauen oder über Leute sowas hören. So. Und da hat mich ein Trainer auf einen anderen Trainer gebracht in Stuttgart, im deutschsprachigen Raum. So, damals war mein Englisch komplett schlecht. So, das heißt, ich konnte auch nicht auf Englisch irgendwas lernen, so, weil der englischsprachige Raum in der Branche ist ja top. Und 2010 war ja sowieso viel, viel weiter. Und auf Deutsch gab es gar nichts. Und es gab dann aber einen Trainer, der in Stuttgart ist sozusagen, und der hat eigentlich das Ganze, was auf der ganzen Welt auf Englisch passiert, hat er einfach auf Deutsch gemacht. Und das war dann perfekt, weil er hat sozusagen diese ganze Branche zusammengefasst, auf Deutsch, in einem Seminar, der dabei beigebracht. Und dann habe ich halt alle Seminare bei ihm besucht. Ja, das war Wolfgang Unsold, ne? Ja, genau. Wolfgang Unsold sozusagen, genau. Strength Institute. So, und dann habe ich da ziemlich schon früher, 2010 hat er, glaube ich, aufgemacht und dann 2012 waren, glaube ich, seine ersten Seminare. Und ich war dann 1-2 Jahre später dann schon mit dabei. Das heißt, ich gehöre sozusagen zu denen, die noch ganz am Anfang mit dabei waren, wo wir noch so 15, 20 Personen im Raum waren. Mittlerweile sind es ja manchmal 40, 50, 60 Leute. Das ist halt extrem gewachsen in den letzten Jahren so. Aber wir waren sozusagen noch von damals sozusagen mit dabei und da habe ich das erste Mal gesehen, wie interessant eigentlich auch Schule sein kann. Du warst dann ein Wochenende dort, sagen wir mal Samstag, Sonntag und dann jeweils 8 Stunden am Tag und dann ist es ja wie in der Schule. Man setzt sich hin, dann der Lehrer in dem Fall sozusagen erklärt etwas, nur dass man danach nicht sozusagen direkt so eine Prüfung schreiben kann oder man kriegt eine Note, wenn man sich nicht gemeldet hat, sondern du lernst für dich. Aber die Person, die das halt beibringt, hat es ja selber verstanden und bringt dir jetzt nur noch das bei, was du brauchst, um danach halt zu arbeiten. Und vielleicht ist das auch einer seiner Erfolgsrezepte, warum er so erfolgreich ist, weil wenn du zu ihm fährst, er bringt dir nur das bei, was du brauchst. Und natürlich, wenn du smart bist, lernst du das auch, aber verstehst, es ist ja auch nicht alles, sondern er hat dir nur das mitgegeben, was du sofort brauchst, aber es ist nicht alles, um im Endeffekt dann, sag mal, langfristig auch erfolgreich zu sein. Sondern du lernst diese Sachen, integrierst sie in deinen Job und dann machst du immer weiter. Und natürlich kriegst du dann die Top-Infos, was man noch lernen könnte. Ja, und so ist es das Ganze dann halt die ganze Zeit weitergegangen. Das heißt, über ihn habe ich dann jemand anderen kennengelernt, über den habe ich jemand anderen kennengelernt und so ging dann die ganze Zeit. Das heißt, eigentlich hat er mir die Basics beigebracht und den Rest habe ich selber gemacht. Deswegen kann ich auch so sagen, ich habe irgendwie keinen Mentor oder jemand, zu dem ich so die ganze Zeit, an dem ich mich orientiere oder sage, er ist top, so, das, was er sagt, ist richtig so oder sonst was, sondern so, jeder kann erzählen, was er möchte, so, solange derjenige Fortschritte und Erfolg mit seinen Kunden oder mit den Menschen, mit denen er arbeiten hat, dann ist diese Person für mich sozusagen dann relevant und dann höre ich auf die Person und höre mir nur an, was er dazu sagen hat oder wie seine Sicht ist. Ja, und das ist halt vielleicht das Problem an der ganzen Sache, dass heutzutage sowieso mit dem ganzen Instagram, die Videos sind cool, die Infos hören sich cool an, die Person hat vielleicht eine sehr, sehr tolle Ausstrahlung, vielleicht eine tolle Stimme, aber die Infos, die er gibt, ist halt einfach nur so eine dahingestellte These, die vielleicht bei einer Person funktioniert und bei den anderen 99 halt nicht.
Und das ist gerade so ein bisschen, sag mal, durcheinander gekommen, finde ich, in den letzten Jahren. Ja, und mittlerweile ist eigentlich ja jeder Coach, jeder ist Trainer, jeder ist Fitnesstrainer, jeder ist Athletiktrainer, weil es ja so simpel dargestellt wird und dann die Leute es ja auch dann sozusagen so simpel aufnehmen. Aber ich denke mal, in den nächsten Jahren werden wir sehen, wer dann eigentlich auf dem Markt dann bleibt oder halt nicht. Ich meine, das ist halt so ein bisschen das Problem anscheinend, was du jetzt herauskristallisiert hast, ist erstens, dass diese ganze Trainerbranche auch ein Businessmodell ist. Deswegen hast du ja überhaupt diese Schulen und diese Lizenzen etc., die du halt erwerben musst, damit du halt in den Augen von Kunden auch wirklich wertig bist. Das ist halt ja generell so, Deutschland ist ein Land der Zertifikate, die man halt einfach vorweisen muss. Aber letztendlich ist deine Meinung, dass man sich da viel halt auch autodidakt beibringen kann, einfach im Sinne, dass man halt sich gute Coaches anschaut, Leute, die wirklich gute Results produzieren und sich da halt so cherrypickt, was halt funktioniert für einen selber oder was bei den Kunden dann auch funktioniert? Würde ich auf jeden Fall so sagen. Ich würde sogar sagen, dass in dieser Branche, ganz wichtig, in dieser Fitnessbranche ist es vielleicht sogar noch wichtiger, keine Ausbildung zu machen, kein Studium zu machen oder so welche Sachen, sondern wirklich von Leuten zu lernen, die halt erfolgreich sind. Vor allem speziell in dieser Branche. Weil in dieser Branche ist es so, ich muss halt leider sagen, ich weiß selber nicht mal, wie viele Zertifikate und wie viele Abschlüsse ich habe. Und ich habe halt ungefähr so einen Stapel zu Hause. Weil ich habe immer irgendwo gelernt und manchmal hat man ein Zertifikat mitbekommen, manchmal hat man Teilnahmebescheinigung mitbekommen, manchmal hat man auch gar nichts mitbekommen, manchmal macht man ein Privatpraktikum über 5 Tage, wo du jeden Tag 8 Stunden da bist, sich mit der Person austauscht und am Ende bekommst du ja nichts. Ist ja privat gewesen. Aber diese Infos, die du mitbekommen hast und dieses Wissen, was du mitbekommen hast, das kannst du ja nicht auf Papier bringen. Dementsprechend, ich muss persönlich sagen, also ich persönlich, ich habe mich auch noch nie irgendwo beworben, dass mich jemand sozusagen aufnimmt, nur damals bei Fitness First, ganz am Anfang. Mich hat auch noch nie jemand gefragt, was habe ich denn für einen Abschluss oder was habe ich für eine Lizenz oder was kann ich denn, sagen wir mal, auf Papier. Weil mein Wissen, was ich anscheinend in der ersten Sekunde persönlich darstelle, übertrifft das Ganze komplett. Und ich habe mit sehr, sehr vielen sozusagen Menschen trainiert, die auch einmal wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, persönlich sehr erfolgreich sind und so. Und nicht mal mit denen hatte ich so ein Gespräch, was hast du für eine Lizenz, hast du irgendwas gelernt oder so. Das heißt, ich weiß nicht, ob man wirklich in der Branche in die Uni gehen muss oder sonst irgendwas, sondern ich sehe es ja, es funktioniert komplett anders. Aber ich sehe auch, dass ganz viele Menschen viele Abschlüsse haben, auch 2 Studiengänge abgeschlossen haben und Sportwissenschaftler sind und Sportpsychologen sind und das und das und das. Und dann sehe ich, wie die arbeiten und das ist eigentlich Copy-Paste aus dem Internet. Ja, dass sie dann so bestimmte Systeme einfach nur kopieren, bestimmte Bewegungsmuster einfach nur kopieren. Das heißt, ein Ablauf von 3 bis 4 Übungen, die halt irgendwo angewendet werden, den einfach ins Training einbauen. So, das ist im Endeffekt nicht das, worum es halt geht, weil jeder Mensch ist ja so komplett unterschiedlich. Und jeder Mensch reagiert ja auch persönlicher auf das Training. Das heißt, du kannst nicht einfach einen Plan kopieren und dann im Endeffekt jemand anderen geben. Es ist immer noch besser als gar nichts, klar. Aber der Unterschied im Endeffekt zwischen einem guten Trainer und sozusagen keinem guten Trainer ist, dass der gute Trainer wirklich in der Situation auf die Person einen Plan eigentlich schreibt oder erstellt, weil er ja sieht, wie die andere Person oder die trainierende Person sich in dem Moment verhält. Weil es kann ja sein, du machst eine Drehung und dann hast du eine andere Wahrnehmung gerade sozusagen und dann, keine Ahnung, renkst du ja irgendwas aus oder so. So als Beispiel. Oder plötzlich merkst du dann, dass der Rücken irgendwie zieht. So, und dann ist im Endeffekt dieser Plan, den ich mir ja ausgedacht habe oder irgendwo kopiert habe, ja in dem Moment ja plötzlich wertlos. Aber man zieht es ja einfach trotzdem durch. Und weil man vielleicht ja dann persönlich irgendwie sehr präsent ist oder eine sehr, sehr gute Ausstrahlung hat, glauben die Kunden das auch einem. Ja, und dann im Endeffekt führen die einfach das Ganze aus, was man ihnen sagt und keiner hinterfragt auch. Ich sage auch allen meinen Kunden so, du kannst auch gerne mal hinterfragen, was ich mache. Oder egal, was ich dir erzähle, das heißt ja nicht, dass es halt richtig ist. Das heißt, wir können ja auch gerne darüber diskutieren, ja, oder im Endeffekt mal einen Austausch haben und ich kann es dir auch erklären, warum ich es ja so sehe, wie ich es halt sehe. Und du sollst nicht einfach nur ausführen, was ich sage und dann ist halt gut. Ja, und wie gesagt, ich bin ja schon lange im Geschäft, ich habe auch sehr, sehr viele Leute versucht auszubilden, versucht den Leuten halt Dinge beizubringen. Und da habe ich auch immer halt gemerkt, wo eigentlich der größte Fehler oder wo der Haken ist. Die wenigsten Menschen können überhaupt beobachten.
Das ist halt der wichtigste Skill vielleicht eines Coaches oder wenn ich einen jungen Coach sehe oder jemand sagt, ich möchte Trainer werden oder so, ich gucke immer als erstes, kann er überhaupt beobachten. Und ich muss halt sagen, 95% aller Leute, die ich hier gesehen habe, sozusagen, können einfach nicht beobachten. Die sind da, die sind mit im Raum, die gucken hin, aber das war's dann auch. Also es sind halt nicht die Details, auf die Genau. man achtet, die Das heißt, biomechanischen als Abläufe. Coach, deine Hauptaufgabe ist ja einfach nur beobachten. Weil das, was du danach beobachtet hast oder gesehen hast, darauf reagierst du ja. Und wenn du dann einfach nur da stehst und jemanden anschreist oder keine Ahnung, irgendwie ein Trainingssystem gibst und sagst, ja, wir machen jetzt 10 davon, 10 davon, 10 davon und dann versuchst du ihn zu motivieren, so, das ist halt kein Coach, das ist halt so ein Trainingspartner, das kannst du auch mit einem Kumpel machen, so. Sondern du brauchst halt einen Coach, der im Endeffekt beobachtet, was halt bei dir passiert und daraufhin dann sozusagen mal eine Lösung oder eine Übung anpasst oder ein Gespräch anpasst. Ja, im Personal Training ist halt wichtig, du siehst, okay, die Person ist so ein bisschen, sag mal, schief, dann machst du 2, 3 Mobilisationsübungen und versuchst das Ganze so ein bisschen einmal auszurichten und dann merkst du, es funktioniert gar nicht. Und dann stellst du 2, 3 Fragen und dann ist plötzlich diese Krümmung weg. Ja, weil die Leute im Endeffekt, ja, die sind ja keine Roboter, sondern die kommen ja, sagen wir mal, mit Emotionen, keine Ahnung, mental, emotional ein bisschen angeschlagen, vielleicht ist irgendwas so und das so knickt die halt so wie man es halt wirklich sagt. Sie sind dann so ein bisschen geknickt. So, und dann im Endeffekt durchs Gespräch sind die wieder aufrecht. Und dann kannst du im Endeffekt nach dem Gespräch einfach direkt mit dem Training anfangen und musst nicht die ganze Zeit diesen, sagen wir mal, Aufwärmprogramm machen. So, das ist ja dann ein Personal Training, weil du im Endeffekt ja beobachtest. Und das ist, was ich halt sehe, so, wenn du in die Richtung Trainer gehen möchtest, so, dann musst du halt lernen zu beobachten. Aber ich habe es auch noch nie bei irgendeinem Seminar, irgendeinem Workshop oder irgendwo mal sowas gehört. Das ist sozusagen meine Aussage, was ich auch immer den Leuten halt versucht habe beizubringen. Lerne halt zu beobachten. Stell dich einfach hin, nimm einen Zettel in die Hand und beobachte. Und schreib auf, was du siehst. Und das ist dann interessant, wenn die Leute dann hinschreiben, was die sehen. Und dann merkst du ja, die können ja nicht beobachten, weil das, was du aufschreibst, die beobachten, dass ich gesagt habe, 10 Wiederholungen. So. Verstehst du? Das ist sowas halt dann hingeschrieben. Oder die beobachten, dass ich die Übung mit der Übung und mit der Übung kombiniert habe. Das ist dann deren Beobachtung. Aber die beobachten nicht, wie die Person, die eigentlich trainiert, wie die diese Übung gemacht haben, wie die sich danach fühlt und wie die sich nach der Kombination fühlt und wie im Endeffekt, keine Ahnung, die dritte Übung von dem Komplex sozusagen ausgeführt wird. Ja, oft ist ja so, man denkt, man muss den Kunden sozusagen richtig vollballern, dass er danach so das Gefühl hat, er hat trainiert. Deswegen wird dann immer jede Übung noch schwerer, noch schwerer, noch schwerer und zum Schluss muss noch vielleicht einer auf eine Box springen, wo man so drauf springt, zusammenbricht, runterspringt, so irgendwie zusammenbricht und dann ist die Person fix und fertig und dann denkt der Coach, ja, richtig gutes Training so. Und das musst du halt beobachten, wenn du nicht vernünftig springen kannst zum Schluss, ist einfach eine falsche Entscheidung des Coaches gewesen, dich dann springen zu lassen. Ja, vor allem speziell bei In-Person-Training bei normalen Menschen, sage ich mal so, deren Sport nicht Job ist, sondern Sport ist eigentlich sozusagen, sollte ein Teil des Lebens sein. Speziell bei diesen Leuten. Ja, also diese Bewegungsqualität, diese Ausführung an Bewegung und das Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln, ist viel, viel wertvoller als einfach nur dann fix und fertig auf dem Boden zu sein. Also das ist ja nicht schwer. Ja. Und ich meine, du hast ja dann häufig auch, richtest du mehr Schaden an, als dass du wirklich Nutzen hast. Nur weil du ihn jetzt so fertig gemacht hast. Worst Case, ja. Aber wenn man so, sag ich mal, mit vielen Coaches spricht, so, darüber reden die halt nie, aber wenn du mit denen redest, ich beobachte ja die ganze Zeit, wenn du mit denen dann redest, dann hörst du auch immer raus, dass die haben zwar viele Kunden, machen auch viele Termine, aber viele deren Kunden sagen auch des Öfteren die Termine ab, weil denen da irgendwas wehtut, weil die hier irgendwas nicht geschafft haben, weil die hier ein bisschen zu gestresst sind. Und dann, sagen wir, die Person hat 20 Kunden so und schafft 60 Termine im Monat zu machen, aber eigentlich könnte er locker 70, 75 Termine im Monat machen mit denselben Leuten. Nur, wenn dieser Coach das Ganze ein bisschen, sagen wir mal, besser beobachten will. Also die Trainingssteuerung besser erfolgt. Richtig. Ja. Weil das ist halt, was du halt nicht vergisst, wenn du, sag mal, eine Führungsperson, sag mal, jemand ist sozusagen Frau, 60 Jahre alt, hat ein Unternehmen mit 25 Mitarbeitern so, und 2 Kinder und sonst irgendwas. So, Full Stress, ganzen Tag. So, wenn du diese Person dann trainierst und die sich nach dem Training halt schlapp und müde fühlt, und das ist 9 Uhr morgens, dann wird der Tag halt nicht gut laufen. So, und dadurch, dass der Tag halt nicht gut gelaufen ist, wird sie bestimmt nicht an diesem Tag auch noch gut schlafen. So.
Wenn sie am nächsten Morgen aufwacht, wird sie sich überlegen, ob sie den Termin, den sie dann, keine Ahnung, jeden zweiten Tag macht, so, ja, weil solche Leute trainieren dann meistens 3-mal die Woche oder so, wird sie ja safe überlegen, ob sie den Termin nicht absagt, weil die sich halt nicht gut fühlt. Das ist halt ein Riesenpunkt, was du halt beobachten musst, wenn du einen Kunden hast, der 2-3-mal die Woche trainiert, über, sagen wir mal, 4-5 Wochen, wie oft hat diese Person abgesagt oder auch wichtig zu gucken, versucht abzusagen. Das heißt, es ist ja oft, also da wird plötzlich geschrieben, so wie geht's, so ein Abtasten, ja, sollte ich vielleicht absagen oder nicht. Es ist halt ein Riesenpunkt so. Deswegen brauchst du auch nicht viele Kunden sozusagen, um dann mal viele Termine zu machen, um dann auf einen Betrag X am Ende des Monats zu kommen, sondern du musst halt vernünftig und smart damit halt umgehen. Ich meine, als wir damals angefangen haben, war dein Training ja noch viel aus diesen Learnings von Wolfgang Oehnsold auch basierend. Ich muss jetzt sagen, in den letzten paar Jahren, wo wir weiterhin trainiert haben, hat sich das Training ja auch immer weiter verändert. Worauf achtest du denn jetzt zum Beispiel mehr, wenn du Leute trainierst? Also wir haben auch früher sehr viel mehr im Kraftbereich gemacht. Jetzt ist es halt auch viel mehr im Gleichgewicht, würde ich sagen, des gesamten Körpers. Ist es halt einfach generell ein bisschen mehr ganzheitlich jetzt? Das, was ich früher gemacht habe, ist richtig, sage ich heute noch. Aber es ist sozusagen trotzdem nicht optimal. Das, was ich heute mache, ist richtig. Aber ich kann auch jetzt sagen, das ist auch nicht optimal. Genau, weil man wird sich halt weiterentwickeln. Und das ist das, was ich ja die ganze Zeit beobachte über die Jahre. Das ist ja der Punkt. So, man muss ja auch sagen, 2018 warst du ja auch nicht so alt, wie du heute alt bist. Das heißt, deine Trainingserfahrung war auch nicht so hoch, wie die halt heute ist. Und dementsprechend, ich finde auch, man muss halt individuell sein. Also du persönlich zum Beispiel, man kann ja schon sagen, dass Training irgendwie auch dein Job ist. So. Das heißt, bei dem Pensum, den du fährst, sozusagen auch in der Phase, wo wir nicht miteinander trainiert haben, sozusagen, ich habe immer noch beobachtet, was du machst und so. Das heißt, ich sehe ja immer noch, dass du weiter trainierst, dass du viel trainierst. Ja, ob du optimal trainierst, ist eine andere Sache, aber du nimmst dir die Zeit dafür. Du nimmst dir die Zeit dafür, einkaufen zu gehen, du nimmst dir die Zeit dafür, sozusagen zu kochen, du nimmst dir die Zeit dafür, zu regenerieren, du versuchst verschiedene Regenerationstools. Das heißt, du machst schon sehr viel Investment da rein. So, und dementsprechend sozusagen ist es halt bei dir, das Training, was wir damals gemacht haben, war viel auf Kraft und Kraft ist ja die Grundvoraussetzung für alles. Das heißt, wenn jemand jung ist, versuch ihn nur so schnell wie möglich einfach erstmal nur stark zu bekommen. Also ich finde es halt besser so. Das heißt, jemanden wirklich stark zu bekommen und dann nach hinten raus sozusagen mit der Stärke, die er dann hat, dann sozusagen diesen Feinschliff zu machen. Weil das ist der große Punkt, vor allem für Profisportler in dem Fall, sozusagen, du bist ja einfach eine Kategorie Profisportler. Für euch ist der entscheidende Punkt, ihr seid zu schwach. Ihr seid zu schwach, nicht für das, was ihr dann auf dem Basketballfeld macht, sondern ich rede nicht von basketballspezifischen Skills oder oder Kampfsport oder irgendwas, sondern der Körper, den du hast, in der Sportart, in der du dann bist, steht unter bestimmten sozusagen physiologischen sozusagen Belastungen. Das heißt, es gibt eine Erdanziehungskraft, die können wir nicht wegreden. Es gibt einen verschiedenen Untergrund. Das heißt, ein Basketballfeld ist zwar hart, aber es ist ja nicht so hart wie Beton. Es ist aber auch nicht so weich wie eine Matte irgendwie oder wie ein Boxring oder so. Das heißt, der Untergrund ist anders, Schuhwerk ist halt anders. Ja? Und dann die Person, die sozusagen dann in diesem Schuh auf diesem Feld steht. Und wenn du dann zum Beispiel einen Tick zu schwer bist, ja? Also man kann ja schwer sein und trotzdem performen, aber wenn du einen Tick zu schwer bist, so, dann hast du ja eine andere Auswirkung, als wenn du genauso groß bist, aber einfach nur 10 Kilo leichter bist. Ja? Man kann ja da so Beispiele ziehen, jemand, der auf deiner Position spielt, ist genauso groß wie du, wiegt aber einfach 10 Kilo mehr. So, das ist ja eine ganz andere Voraussetzung für diesen Spieler, für seinen Körper, als halt für deinen Körper. Und dann muss man schauen, man muss erstmal stark genug sein und dann muss man individuell schauen, dass diese Stärke, die du hast, dann auch sozusagen auch wirklich funktionell umgesetzt wird oder werden kann. Und da fängt das Ganze schon an. Die meisten Spieler sind wirklich zu schwach und das ist der Grund, warum die diese ganzen Probleme bekommen. Ja, Muskelverletzung hier, umgeknickt da, Rückenschmerzen hier, irgendwie Schulter ausgekugelt, Korbleger gemacht, End One, dann hingefallen, aber auf den Ellbogen und dann irgendwie eine Verletzung gekommen. Das sind alles Sachen, die du auch sozusagen nicht bekommen kannst, indem du einfach nur stärker wirst. Aber stärker zu werden braucht halt mehr Zeit, als irgendwie so ein bisschen stabiler zu werden. Also indem du verschiedene Bodyweight, Plank-Übungen oder Side-Planks und sowas machst, wirst du ja auch stabiler.
aber du wirst nicht stärker. Weil in dem Moment, wo du dann einen Block bekommst und der Big Man sozusagen einen Block stellt und du da reinballerst, so, hilft dir diese Plank, die Bodyweight Plank hilft dir halt einfach gar nicht. Aber wenn du Big Man rein, dann wird der Big Man auch ein Problem haben. Und das ist halt wichtig, aber natürlich muss man das Ganze, ist immer leicht gesagt so, aber das Ganze muss natürlich funktionell gestaltet sein. Das heißt, du musst stärker werden, aber funktionell bleiben. Und oft wird halt so gemacht, man wird einfach nur stärker und dann ist man wie so ein Brett, das heißt, man hat keine Funktion drin, oder man hat richtig viel Funktion, aber keine Kraft. Und ganz viele Spieler auf dem Top-Niveau haben sozusagen sehr, sehr viele Funktionen, so, aber die brechen dann einfach zusammen, weil die einfach keine Kraft haben. Und natürlich über dieses Trainingspensum, jeden Tag stundenlang, dann noch Reisen, dann noch das, und dann summiert sich natürlich das Ganze. Und dann ist nur noch die Frage, wie groß ist dein Fass? Also wie lange kannst du es kompensieren, bis das Ganze dann halt kaputt geht? Ich meine, du hast ja auch ein sehr kleines Zeitfenster eigentlich, wenn man es so betrachtet. Arbeitest du ja hauptsächlich mit Profisportlern zusammen, wie einen Moritz Wagner, Nils Giffey, Maudolo im Sommer. Diese meistens Mai, Juni mit ihrer Saison zu Ende und dann haben sie ungefähr bis August Zeit, überhaupt effektiv an sich zu arbeiten. Ich meine, da ist ja allein schon the time constraint ist ja schon gegeben. In 3 Monaten wie viel kannst du da wirklich machen als Trainer? Und ich meine, worauf achtest du dann? Ist dann eigentlich nur Verletzungsprävention das Hauptaugenmerk oder kannst du eigentlich an sich da auch noch hohe Fortschritte erzielen als Trainer? Also es ist sehr, sehr wenig Zeit. Das ist klar. Das heißt, mit manchen Spielern habe ich nur 1 Woche, manchmal 2 Wochen, 3 Wochen. Wenn ich mit einem Spieler 5, 6 Wochen habe, ist es für mich sozusagen maximaler Luxus so. Aber ich sage sozusagen, sogar eine einzige Trainingssession bei mir würde dem Spieler sozusagen sehr, sehr, sehr viel mitgeben für die ganze Saison. Weil das ist halt der Punkt. Ich beobachte die Person. Ich beobachte, was er halt braucht. Und wenn ich dann erkenne, und dafür brauche ich nicht lange, wenn ich dann erkenne, was er dann braucht, dann versuche ich ihm das nur zu erklären, warum er das braucht. Und danach wird er die Person dann mit einer ganz anderen Einstellung an sich rangehen, an alle Sachen rangehen und sonst was. So, deswegen, ich muss auch sagen, viele Spieler, mit denen ich zusammenarbeite, es gibt so 2 verschiedene Kategorien von Spieler. Eine Kategorie von Spieler ist einer, der so sehr, sehr selbstbewusst ist und sozusagen auch sich nicht viel sagen lässt. Die Person ist dann auch am Ende nicht bei mir. Das heißt, wenn sie irgendwann mal bei mir landet, wird sie nicht bei mir bleiben. Weil diese Kategorie von Spieler kann sich auch gar nicht, sie kann auch gar nicht ertragen, dass man ihm erklärt, dass da etwas nicht kann oder nicht gut ist oder das. Und ich bin dann immer straight, vor allem bei den Profispielern. Ich sage immer direkt, was los ist. Wenn du schwach bist, bist du halt schwach. Das ist halt der Punkt, ich brauche jetzt nicht darüber reden. Wenn jemand sozusagen aus dem Personal Training Bereich kommt, versuche ich es nett darzustellen. Aber auch dort habe ich viele Kunden, wo ich dann sage, ey, du bist einfach nur schwach oder sorry, aber du bist einfach nur fett. So, und wenn du einfach nur fett bist und dich die ganze Zeit darüber beschwerst, dass du damit unzufrieden bist, dann muss ich ja sagen, du bist einfach nur fett, aber wir können das ändern und dann wird das auch wieder weggehen. Bei einem Spieler ist genau dasselbe. Wenn ich merke, er ist einfach nur zum Beispiel zu schwach im unteren Rücken, ja, dann sage ich ihm auch, du bist zu schwach im unteren Rücken. Fertig, wir brauchen nicht darüber reden. Ich kann dir auch zeigen, dass du zu schwach im unteren Rücken bist, weil indem du zum Beispiel eine halbe Stunde Basketball gespielt hast, kriegst du Rückenschmerzen. So, dann stelle ich mich die Frage, bist du zu schwach im unteren Rücken oder bist du zu schwach in dem Bauch? Das heißt, ist die Bauchmuskulatur zu schwach oder ist der Rücken zu schwach? Oder hat der Rücken sogar zu viel Spannung und wir müssen deinen Rücken mal nicht trainieren, sondern mal andere Sachen trainieren. Und das muss man schnell erkennen und das denen mal erklären. Und wenn diese Person das nicht sich anhören kann, dann wird es ja auch nicht mehr kommen, aber dann ist es auch okay. Aber die Person, die sich das anhören kann, das weiß ja, das ist auch die Person, die im Endeffekt daran arbeiten wird. Und dann wird die Person auch bleiben. Und ich habe halt sehr, sehr viele Spieler, die über Jahre mit mir sind. Keine Ahnung, also bald fangen an, die Spieler schon Karriere zu machen, ja, weil die so lange bei mir sind. So. Und das ist halt der Punkt. Und diese Spieler arbeiten immer noch daran, immer noch. Deswegen reicht mir auch dann 1 Woche mit denen im Sommer oder sonst irgendwas, dass ich das Ganze nochmal ausrichte, nochmal nachbeobachte, fertig. Ja. Ich habe auch Spieler sozusagen, es reicht mir, wenn ich deren Instagram-Stories angucke und sehe, wie die trainieren, dann kann ich jetzt schon sagen, was halt bei denen falsch läuft. Ja. So, das reicht schon. Und das ist auch meine einzige Möglichkeit, mit denen zu arbeiten. Deswegen würde man mir, wenn wir, keine Ahnung, mehrere Spieler über das ganze Jahr zur Verfügung stellen und sagen, hier, 2-mal die Woche sind die safe bei dir,
So, dann haben wir eine andere Kategorie von Spielern am Ende des Jahres. Ja, aber viele Spieler wollen auch gar nicht sich, sagen wir mal, diesen Stress geben, weil dann müssen die aus der Komfortzone raus zum Beispiel. Oder für viele, viele Spieler ist die einzige Komfortzone eigentlich das Geld. Die würden es gerne machen, aber die sehen einfach es nicht ein, das Investment, ja, für dieses, ich muss Geld ausgeben, das ist Investment in sich selbst zu geben. Wir sehen es einfach nicht ein. Im Basketball verdienst du halt nicht so viel Geld. Ja, so in einem, da mal, im Pro B, Pro A-Bereich ist es halt nicht so viel Geld. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ich gebe jetzt 50% meines Gehaltes oder 60, 70% meines Gehaltes einfach für mich aus, um im Endeffekt fit zu sein. Aber die Sache ist, du musst. Weil das Ding ist, wenn du es halt nicht tust, danach hast du gar kein Geld und auch keinen Körper, weil dir einfach alles wehtut. Und wir kennen halt eine Menge Leute, die im Endeffekt mit Mitte, Ende 20, die Jungs, die extrem gut waren, als sie 18, 19, 20 waren und die jetzt Mitte, Ende 20 sind, die spielen entweder gar nicht mehr oder halt für 400 € irgendwo. Und das ist halt der Punkt, weil du nie in dich investiert hast, sondern du immer nur Show gemacht hast, immer nur geredet hast und im Sommer dann immer im Club warst oder sonst irgendwas. Aber das Ding ist, das ist halt der Grund, warum du heute auch halt nirgendwo spielst. Und derjenige, der in sich investiert hat, dann habe ich auch einige Spieler von ganz Anfang, die immer in sich investiert haben, die spielen heute immer noch auf dem Top-Niveau und deren Gehalt, ich weiß ja, was die Jungs verdienen, deren Gehalt geht immer hoch, immer hoch, immer hoch, immer hoch, immer hoch. So, weil du musst in dich investieren und wenn du sozusagen nichts verdienst, dann kannst du immer noch in dich investieren, indem du wenigstens nur einmal zu mir kommst und die Infos mitnimmst und dann daran einfach selber arbeitest. Ja? Aber das ist halt der Punkt. Die wenigsten arbeiten an sich selbst, wenn halt keiner hinguckt. Sondern alles muss immer nach außen gestellt sein, so immer Show. Mittlerweile ist ja cool, irgendwie in meiner Story zu sein, wenn du dann im Sommer mit den ganzen Athleten im Stadion bist oder sonst was so. Das darf nicht sein. So, da schreiben mir manche Leute so, die seit Jahren, seit Monaten zu mir kommen wollen, so, aber ich weiß, die kommen nur wegen Geld nicht, schreiben dann in die Story, ja, hoffentlich bin ich bald auch in deiner Story drin, so. So, ich antworte nicht mal darauf, das ist halt lächerlich, so. Ja, aber das ist halt ein Riesenpunkt sozusagen, die Leute, die Profisportler, müssen einfach verstehen, das, was du in dich reinsteckst, kommst du auch wieder zurück, so. Und da ist halt ein gutes Beispiel, bist halt einfach du, so. Das ist ja, worüber wir gesprochen haben, ist halt witzig so, du bist Profisportler geworden, offizieller Profisportler geworden, mit 30 und 2 Kindern. Die anderen spielen die ganze Zeit, haben keine Verantwortung, keine Pflicht, kein gar nichts und werden immer noch kein Profisportler. Ja? Aber immer noch cool machen auf dem Freiplatz oder irgendwas so. Oder sind dann irgendwo in der Pro B, aber Hälfte der Spiele verletzt so und dann immer nur, ja, ich bin umgeknickt. Selber schuld. Ja? Dieses Investment muss man halt einfach machen. Das ist Du musst. die Kernaussage. Man muss das Investment machen, weil ansonsten kannst du dann die Sportler sein lassen. Das heißt, da habe ich auch ein paar Spielern schon mal erklärt. Stell dir mal vor, was du an Zeit und an Energie und an allem in diese Sportart reingesteckt hast, bis du 20 warst zum Beispiel. Stell dir vor, du hättest nur die Hälfte davon, keine Ahnung, in Finanzen oder so reingesteckt, sich darüber zu informieren und sonst irgendwas. Wir würden heute nicht miteinander reden, weil du wärst irgendein Milliardär irgendwo. Das ist halt der Punkt. Aber du musst dir auch mal vorstellen, dieses Mindset, was du hast, du machst so viel und du bekommst dafür finanziell ja nichts. So, stell dir vor, dieses Mindset einfach nur dann aufs Leben rüber zu switchen oder auf sich rüber zu switchen. So. Das ist auch viel wert. Deswegen viele dann sagen so, ja, warum soll ich, keine Ahnung, in der zweiten Liga spielen für 2000 €? Ich kann auch studieren und dann mache ich irgendeinen Job. So. Studier, mach irgendeinen guten Job, bezahl deine Wohnung, bezahl dein Auto, dann bleibt dir auch nicht mehr viel übrig. So, das ist Nummer 1. Nummer 2 ist im Endeffekt, du bist aber wenigstens in dem Bereich, was du wirklich liebst. Und aus diesem Bereich kann es ja noch viel weitergehen. Du hast die Möglichkeit, sehr coole, viele Leute kennenzulernen, die dich viel weiterbringen können, als wenn du halt irgendwo studierst und danach irgendwo arbeitest. Ja? Und genauso kannst du dann im Endeffekt, während du dann spielst und sozusagen dein Geld verdienst, sozusagen mit diesem Geld ja auch andere Sachen machen. Ja? Man kann sozusagen man hat sehr viel Zeit als Profisportler. Ja? 2 Stunden Training am Tag, dann machen wir nochmal 2 Stunden Training, das ist halt gerade 4 Stunden. So, du hast den ganzen Tag Zeit. Ja? Also man kann halt aus diesem Basketballbereich sozusagen so viele Sachen machen, unabhängig davon, dass wir jetzt sozusagen immer nur ständig versuchen, halt Geld zu verdienen. Ja? Oder dann darüber, ich weiß, viele beschweren sich auch darüber, ja, ich habe ja kein Geld. Ist okay, aber das Ding ist, du hast sehr viel Zeit. Und mit dieser Zeit kannst du halt sehr viel anfangen. Ich meine, selbst wenn du das Problem hast, dass Geld eine Komponente ist, die dir eventuell ein bisschen verwehrt ist,
Es gibt ja viele Leute, die trotzdem ins Gym gehen und dann aber nicht genau wissen, was sie machen wollen. Ich meine, es würde ja schon reichen, wenn man 1 Stunde bei dir bucht, einfach ein Assessment macht oder generell bei einem PT und dann einen Trainingsplan bekommt, um zu wissen, okay, der kostet dich dann vielleicht einmalig 100 Euro, vielleicht in dem Bereich, ich weiß nicht genau. Aber dann könntest du ja trotzdem ins Gym gehen und schon mal ein bisschen wissen, was du machst. So, Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch auf jeden Fall wichtig, viele haben auch das Gefühl, wenn die dann mit dem Trainer trainieren, müssen die dann immer mit dem Trainer trainieren. Also das ist ja nicht der Fall, sondern wie du schon gesagt hast, man sollte hingehen, einen Check-up machen und sich mal eine Meinung einholen von einfach jemand anderem. Deswegen, ich mag es auch gerne oder ich würde es auch gerne sehen, dass auch meine Leute oder meine Spieler auch mal ab und zu mal zum anderen Trainer gehen und mal auch mal eine andere Meinung mal einholen. So. Ich hätte kein Problem damit. So. Ich hätte kein Problem damit. Und dann würde ich mal gerne mit denen darüber reden, sozusagen, was dann sozusagen auf der anderen Seite gesagt worden ist. Dasselbe mache ich mit den Profisportlern immer. Was hat der Physio gesagt? Also, was ist denn die Sicht des Physios? Oder was hat der Arzt dazu gesagt? Oder was hat dann der Osteopath dazu gesagt? Und dann höre ich mir auch oft sehr komische Storys an, dass dann irgendwie der Physio sagt, ich habe ein Problem mit der und der Sache. Und dann rede ich mit dem Spieler und weiß, damit ist kein Problem, sondern die Probleme liegen halt ganz woanders. Ja, weil dann siehst du im Endeffekt, dass bestimmte Bereiche auch sich nur auf bestimmte Bereiche beziehen. Das heißt, oft sagt dann sozusagen irgendein Coach einfach nur, weil er der Meinung ist, dass irgendwie CrossFit zum Beispiel sehr, sehr gute Trainingsform ist, dass dann im Endeffekt man das halt machen muss. Kann sein, aber das Ding ist es halt für den Spieler gut oder nicht? Und vor allem CrossFit ist halt so eine Sache, du als Basketballer mit den Proportionen, die man hat meistens, ist CrossFit halt eine ganz schlechte Sportart. So. Ja, ganz, ganz schlechte Sportart. Es ist mental so im Endeffekt top, so. Das heißt, man kann sich da richtig challengen und sonst irgendwas. Aber wenn du dich challengen willst, dann spiel einfach 1 gegen 1. Also, das heißt, bleib spezifisch bei einer Sportart. Warum willst du dich irgendwo anders challengen? Aber CrossFit im Endeffekt dann für sich zu entdecken als Basketballspieler mit, keine Ahnung, 2 Meter und so schlanken, langen Armen, Beinen so, wird dir langfristig halt wirklich nicht gut tun. Ja, und da sieht man ja auch oft, sogar auch in der ersten Liga, dass viele Vereine sogar mit so CrossFit-Boxen so Verträge haben, wo die dann da trainieren. Also ich bin mir safe sicher, wenn du das mal ein bisschen beobachtest, dass da viele Verletzungen dann entstehen würden, so über die Monate, so, die halt nicht notwendig sind. Also du redest ja genau darüber, dass diese Betreuung auch bei vielen Athleten, was wir halt oft bemängeln, ist halt einfach, dass es nicht ganzheitlich ist. Also der Osteopathe, der tauscht sich nicht mit dem Strength Coach aus, der Physiotherapeut nicht mit dem Yogalehrer etc. pp. Und wenn du jetzt die perfekte Betreuung gestalten würdest eines Leistungssportlers, wie würde die ungefähr aussehen? Ich persönlich? Ja, also in einer perfekten Welt, wie würde die Betreuung aussehen? Also ich persönlich würde natürlich erstmal mich an einen Tisch setzen und zwar mit den Verantwortlichen sozusagen des Vereins oder des Teams, dann mit dem Verantwortlichen der Mannschaft, dann dem Head Coach, Assistant Coach, allen, die dazugehören und dann natürlich allen anderen, die mit im Boot sind. So, und dann würde man sozusagen an diesem einen Tisch mal das Ganze halt besprechen, wie man das halt zusammen machen kann. Weil oft ist natürlich so, dass der Head Coach ist nicht zufrieden mit dem Athletiktrainer, weil der Athletiktrainer der Meinung ist, dass das und das gemacht werden muss. Der Head Coach ist aber sozusagen nicht dieser Meinung. Und dann muss ich halt leider sagen, die Aufgabe des Head Coaches ist es, die Spieler Basketball spielen zu lassen, bestimmte Systeme zu laufen, auf dem Feld zu funktionieren. Die Aufgabe des Athletik-Coaches ist es, dass die Spieler körperlich in der Lage sind, auf diesem Basketballfeld sich zu bewegen. Das heißt, wenn der Athletiktrainer der Meinung ist, dass der Spieler zu schwachen Rücken hat zum Beispiel, dann muss dieser Spieler halt einen Rücken trainieren. Wenn der Head Coach aber nicht der Meinung ist, dass er das jetzt machen soll, sondern er muss lateral besser werden oder so, was die Coaches immer oft sehen wollen, dann gibt es halt schon mal ein Problem. Weil der Head Coach, sein Aufgabenbereich ist nicht das, was der Spieler sozusagen können muss, körperlich. Es ist nicht sein Aufgabenbereich, muss man leider sagen. Es ist halt immer noch oldschool, dass der Head Coach den Athletik-Part macht. Das ist einfach oldschool. Worst Case, was ja immer noch stattfindet, geht man noch in den Park und dann läuft man im Kreis. Ja, irgendwelche Weitläufe oder sonst irgendwas. Das ist nicht das, was den Spieler körperlich besser macht. Sondern du bist Head Coach von einem Basketballteam.
Das heißt, bring den Spielern Basketball bei. Ich bin zum Beispiel der Athletikcoach von den Spielern einzeln, nicht von der Mannschaft. Das heißt, ich kann nicht die Spieler einfach hinstellen und einfach sagen, wir rennen jetzt einfach Coast to Coast so und dann nach 60 Sekunden sozusagen ist Pause, dann machen wir 10 Liegestütze, dann rennen wir nochmal. Es ist halt komplett wahllos und sinnlos dahingestellt, wo ich den Spielern einfach deren Energie raube, ohne dass ich denen einfach nur irgendwas mitgebe. Und dann kommt noch der Headcoach und sagt, wir spielen jetzt 5 gegen 5 und dann macht einer einen Fehler und dann müssen alle rennen. So, es ist halt nicht zielführend einfach. Und dasselbe dann mit den Physios. Das heißt, wenn der Physio sagt, ich bin der Meinung, dass, ich weiß nicht, sagen wir die Achillessehnenreizung so. Und der Physio arbeitet dann die ganze Zeit an der Achillessehne. Und der Athletikcoach, zum Beispiel ich, sage ihm, ey, ganz ehrlich, ich finde die Beckenposition oder die Brustwirbelsäule oder die Halswirbelsäule, die ist nicht in einer optimalen Position, weil ich sehe im Endeffekt beim Training Ausweichbewegung. Dann sollte der Physio sich auch das mal angucken und ich sollte dann auch mal sozusagen mir angucken, sozusagen, was dann der Physio über die Achillessehne zu sagen hat. Und nicht der Headcoach. Weil sein Kompetenzkreis ist schon längst überschritten. Wenn du davon als Headcoach einer Basketballmannschaft Ahnung hast, dann ist es perfekt. Aber ich wüsste jetzt nicht, welchen Coach ich nennen könnte, der davon Ahnung hat. Das heißt, du als Headcoach musst einfach akzeptieren, dass die Bereiche wie Athletik, wie Physio, Massage, Recovery Support, dass diesen Bereich jemand anderes übernimmt. Und du musst dich natürlich aber auf die Leute dann auch verlassen können. Und diese Leute, die dafür dann verantwortlich sind, müssen dem Headcoach das Ganze aber dann immer berichten. Das heißt, ich habe mit dem einen das und das gemacht, weil er die und die Probleme hat. Und weil der Physio das noch bestätigt hat und der Masseur hat dann noch nachgearbeitet. So, und dann müssen wir sehen, dass die auf dem Feld funktionieren. So muss es funktionieren. Und wenn es so funktioniert, irgendwann mal. Ich glaube, wir sind noch, also vor allen Dingen in Europa sind wir da, glaube ich, noch weit weg. Wir sind extrem weit weg. Aber es fängt auch da schon an, weil wieder die Ressourcen hat, die man einfach hat. Na, es sind immer die Ressourcen, die man einfach hat. Aber auch dort wieder. Man braucht ja nicht im Endeffekt diese Ressourcen ständig jeden Tag zur Verfügung zu haben, sondern man kann diese Ressourcen dann nur einmal die Woche oder so abrufen. Das heißt, man könnte ja auch sagen, okay, die Basketballmannschaft trainiert Basketball, wir machen alles basketballspezifisch mit diesem Headcoach, dafür ist er verantwortlich. Und wenn ein Spieler sozusagen seine Beschwerden hat, dann kann dieser Spieler einmal im Monat oder zweimal im Monat zu dem und dem Coach gehen oder sonst irgendwas. Man baut sich wie so ein Team auf. So, das ist auch so für den Anfang vielleicht eine Option, bis man dann irgendwann alle so in einem Boot drin hat. So, aber im Endeffekt dann zu schauen, okay, der Headcoach im Endeffekt trifft die Entscheidung, was in diesem Physio- und sonst Bereich stattfindet, es geht nicht gut. Ich meine, es gibt ja das eine Beispiel mit dem Wohlfahrt bei Bayern, als er immer eine Zeit lang zurückgetreten ist. Das ist ja genau das. Er meinte, also ich weiß nicht, was da passiert ist, ja. Aber was man so gehört hat, ist, dass Pep Guardiola wollte, dass dieser Doktor mit am Spielfeldrand ist, weil er mit zum Team gehört. Und der Doktor, soweit ich weiß, meinte, hey, ganz ehrlich, es ist nicht mein Kompetenzbereich. Ich muss die Spieler sozusagen anfassen und die behandeln. Das ist das, was ich kann. Ich bin voll auf seiner Seite. Wenn er das Spiel sich angucken möchte, soll er es gerne machen. Ich würde es machen. So, wenn er das aber nicht möchte, ist in Ordnung, weil es sowieso nicht auf seine Aufgabe. So, und das ist aber auch komplett richtig. Aber deswegen ist er ja auch mit der Weltbeste in dem, was er tut. Wahrscheinlich. Ja. Genau. Wenn du jetzt schaust, also du hast ja, deine Kunden sind ja, wie du schon meintest, Angestellte, Unternehmer, Selbstständige und Athleten. Wenn du jetzt gucken würdest, was da die gängigen Überschneidungen sind, wo Leute ineffizient sind, ist es dann häufig das Training, die mangelnde Erholung, schlechte Nutrition. Was ist da so der Common Denominator, wo du sagst, okay, das ist die Baustelle, die eigentlich fast bei jedem Menschen auftritt und da müsste eigentlich jeder ansetzen? Die größte Baustelle ist, finde ich, die wenigsten können wirklich sehen, was eigentlich gemacht wird. Also viele sagen, ich habe gegessen, viele sagen, ich habe geschlafen, viele sagen, ich habe trainiert. Wenn man das Ganze dann sozusagen auf den Tisch legen würde, würde man sozusagen die Wahrheit sehen. So Beispiel Training. Jemand sagt, ich trainiere zweimal die Woche.
Aber ein klassischer Personal Training Kunde trainiert 2-mal die Woche. So, und diese Person trainiert zum Beispiel Montag und dann Mittwoch. Und dann ist sie dann zum Beispiel übers Wochenende verreist, dann kann sie Montag nicht und dann kann sie erst wieder Donnerstag oder wieder Mittwoch. So, wenn man das auf einen Monat nimmt, würde man sagen, okay, die Person hat 2-mal die Woche trainiert. Die Realität ist aber, dass die Person in 3 Tagen 2-mal trainiert und anschließend 7 Tage, 8 Tage, vielleicht 9 Tage gar nicht trainiert. Und dann trainiert sie wieder vielleicht in 3 Tagen 2-mal und dann wieder vielleicht. Und sozusagen die Konstanz des Trainings, das heißt, es ist besser, jeden Mittwoch das ganze Jahr über zu trainieren. Dann hast du safe einen sehr guten Rhythmus. Das ist viel, viel besser, als wenn man in 3 Tagen 2-mal trainiert, 3-mal trainiert, dann eine Woche aus, dann in 2 Wochen 10-mal trainieren, einen Monat gar nicht und am Ende des Jahres zum Beispiel mehr Trainingseinheiten zu haben, die aber falsch aufgeteilt sind. Das wird halt auch wertlos sein. Und das ist halt schon mal Nummer 1. Das heißt, viele sagen, ich trainiere 2-mal die Woche, aber es stimmt nicht. Ja, viele Profisportler sagen, ich dehne mich, aber es stimmt nicht. Das heißt, nur weil du dich nach einem Spiel oder nach einem Training dich hinsetzt, die Schuhe ausziehst, Klassiker, einfach Beine streckst, nach vorne lehnst, die Fußspitzen versuchst zu erreichen und in dem Moment mit anderen quatschst so und dann machst du noch eine andere Dehnübung und noch eine andere Dehnübung und das hat ungefähr 10-15 Minuten gedauert, weil man einfach nur gequatscht hat und nur gechillt hat eigentlich und dann stehst du auf und dann gehst du duschen, kannst du nicht sagen, dass du dich gedehnt hast. Du hast eigentlich nichts gemacht. Ja? Dasselbe im Endeffekt bei den anderen Leuten, die dann sagen, ich habe gegessen. Ernährung ist sowieso so ein Punkt. Ich habe gegessen. Und dann fragst du, was hast du gegessen? Ja, ich habe Eier gegessen und Gemüse und dann habe ich noch Wasser getrunken und so. Du hast ja gesagt, ich soll sowas essen. Okay. Wie viel hast du gegessen? Und dann kommt halt die Antwort, 1 Ei und 2 Tomaten. Zum Beispiel. Du hast auf Papier gesagt, hast du gegessen, ist richtig. Aber die Nährstoffaufnahme, die du hattest, ist ja ein Witz. Ja, und das, was ich halt oft immer meinen Kunden gebracht habe, wenn er gesagt hat, ja, ich kann nicht morgens 2 Eier essen, das kriege ich nicht rein, ich bin danach voll satt. Meine Tochter ist 3 Jahre alt und die isst 2, 3 Eier zum Frühstück und dann noch das und dann noch das und dann das und das ist kein Problem, dann geht sie erst zur Schule. So, das ist halt der Punkt so. Das heißt, wenn du nicht in der Lage bist, im Endeffekt diese Nährstoffe zu dir zu nehmen, dann sollte das ja dein Fokus sein. Aber wenn deine eigene Wahrnehmung schon so falsch ist, dann gibt es halt ein Riesenproblem, weil danach wirst du auch sagen, da war nur ein Schluck Wein, also du hast eine halbe Flasche getrunken oder ich gehe nur ab und zu mal am Wochenende was trinken. Es ist Freitag, Samstag, jede Woche, jeden Monat. Und das ist dann die Realität so, ne? Das ist ja der Punkt. Oder ich habe nicht so gut geschlafen, eigentlich schläfst du immer nicht gut, ja? Weil du im Endeffekt zu spät ins Bett gehst oder dann der Wecker klingelt oder sonst. Also viele Leute im Endeffekt, das ist egal, woher man kommt oder was man macht, sonst was, die eigene Wahrnehmung zu dem, was man macht, ist immer sehr, sehr weit entfernt von der Realität. Und deswegen rede ich auch, egal ob du Profisportler bist oder normaler Mensch bist, rede ich mit allen eigentlich gleich. Was hast du gegessen? Wie viel hast du gegessen? Hast du dich gestretcht? Wie lange hast du gestretcht? Was hast du gemacht? Und in dem Moment, wo du dann fragst, was hast du gestretcht? Und dann nur eine Sekunde gezögert wird, weißt du, die Person hat sie ja nicht gestretcht, sondern er weiß, er war da, hat irgendwas gemacht, aber er weiß ja gar nicht, wie die Dehnübung gemacht hat. Weil wenn du dich vernünftig stretchst nach dem Training, weißt du ganz genau, was du gemacht hast. Ja? Weil du das fühlst ja, wo ist das, dann atmest du rein, dann machst du noch Atemübungen, dann Nasenatmung, also viel verschiedene Sachen. Du weißt, du kannst sofort mehr aufzählen. Ja? Und das passiert halt nicht. Aber es wird natürlich immer darüber geredet. Stretching ist wichtig, das ist wichtig, ich habe es gemacht und dann geht man noch als Team raus, das ist auch, was ich oft sehe, dann rollt man auf so eine Rolle rum. Wenn diese Rolle wirklich diesen großen Vorteil mitbringen würde, hätten wir nicht so viele Probleme. So. Das heißt, diese Rolle ist halt nett, mehr aber auch nicht. Und wenn man heutzutage immer noch sich so viel Zeit auf dieser Rolle gibt, auf dem allerhöchsten Niveau, sieht man ja immer im Fernsehen, in allen Vereinen, dann weißt du, dass dort einfach nicht weitergedacht wird. Also ist schon mal gut, dass man die Rolle reingebracht hat. Aber wenn diese Rolle sich so lange da on top hält, dann ist halt die Frage so, ob die Leute mitdenken oder nicht. Ja, es ist ja schon längst auch klar und bewiesen und sonst ist es, diese Rolle im Endeffekt hilft,
aber der Anteil halt so gering ist und du hättest tausendmal andere Sachen machen können. Ja? Alleine eine vernünftige Nasenatmung nach dem Training zur Recovery bringt dir tausendmal mehr, als eine halbe Stunde auf dieser Rolle zu rollen. Ja, weil die Spannung im Muskel entsteht ja nicht im Muskel, sondern die Information kommt auch aus dem Kopf. Dein Nervensystem muss runterfahren und dann fährt dein ganzer Körper runter und nicht indem du auf einer Rolle rumrollst und dann in der Hoffnung, dass da der Muskel locker lässt. Ja, es ist ja in 3 Sekunden erklärt. Das ist ja auch überhaupt nicht logisch. Ja, wenn die Spannung im Gehirn entsteht, ja, dein Nervensystem gibt ja die Info, halt fest. Und wenn du da auf dieser Stelle, die halt fest Info bekommt, du rumrollst, rumdrückst, wird sie doch nicht loslassen, sondern im Kopf. Deswegen ist ja dieser mentale Part ja auch so ein krasser Part im Profisport. Ja, das ist ein ganz anderes Thema so. Wir bleiben jetzt beim Training, aber der mentale Part im Profisport ist halt enorm. Und also ich sehe niemanden, der sich da großartig damit auseinandersetzt. Sondern man spricht es an und dann vielleicht hat man mal einen Coach, mit dem man mal geredet hat. Aber der mentale Part ist jeden Tag. Du spielst jeden Tag, also musst du dich mental darauf einstellen. Ja, und ist wieder so ein Instagram-Ding so, aber die letzten Tage habe ich das irgendwie öfters gesehen, so, das fand ich aber richtig cool, so, von Zlatan Ibrahimovic, so, dass er dann sagt, meinst du, ich fühle mich als Gott, wenn ich so sage, dass ich halt Gott bin? So, und er sagt ja, ich fühle mich auch als Gott. Wenn ich aufs Spielfeld gehe, fühle ich mich halt wie Gott, weil ich weiß, jeder, der kommt, ich könnte sozusagen mit jedem halt aufnehmen. Das ist sozusagen seine Einstellung. Und dann bringt er auch noch das Beispiel so, dass Tyson Fury ist zwar so der beste Boxer so, aber meinst du, ich würde gegen ihn gewinnen? Ich würde sagen, ja. Das heißt, seine Einstellung ist, er würde safe gegen ihn gewinnen. Er würde in den Ring gehen, nach 2 Sekunden würde er den K.O. schlagen so, also wäre dann Ibrahimovic auf dem Boden so, aber das Ding ist, seine Einstellung ist so, ich bin einfach der Beste und ich bin da top drin. So, und so musst du auch daran gehen. Das heißt, wenn du vorm Spiel da sitzt und denkst, die anderen haben einen Typen, der hat letztes Spiel 30 gedroppt, so, wen interessiert's? Weißt du, sondern geh rein und sozusagen gib alles von deiner Seite aus. Aber das ist auch eine Art und Weise, wie man das halt trainieren kann. Ja, ich trainiere das nicht aktiv, so, aber dadurch, dass du mehr Gefühl für deinen eigenen Körper bekommst, dass du mehr verstehst, wo ist die Sehne, wo ist das Band. Ja? Also, was ist eine Sehne, was ist ein Band? Wie funktioniert das Sprunggelenk? Das ist ganz wichtig bei den Basketballern. So, deswegen trainiere ich so viel barfuß. Dass die Basketballer vor allem verstehen, wie wichtig ist eigentlich der Fuß. Ich bin mir safe sicher, für 90, mittlerweile nicht mehr, sagen wir jetzt mittlerweile 70% aller Basketballspieler kennen ihre Füße nicht. Weil die sind immer in der Socke und in diesem Schuh drin. Worst case machst du noch Tape und dann kommt noch irgendeine Bandage und noch irgendwas so. Das heißt, der Fuß ist einer deiner wichtigsten Werkzeuge, ist einfach nicht bekannt. So, ganz einfach. So, und wenn du nur mit dem Fuß arbeitest, kannst du so viele Fortschritte machen. Aber wird nicht gemacht. So, also ich sehe keinen auf Instagram, so, der irgendwelche Fotos postet, wo er trainiert, wo er an seinen Füßen arbeitet. Obwohl es eigentlich Nummer 1 sein soll. Das ist ja die Basic. Du musst ja aber denken, der Körper ist ja wie ein Haus. Das ist das allererste, was diesen Boden berührt, ist dein Fuß. Und für einen Basketballer existiert dieser Part einfach gar nicht. Ja, deswegen immer dieser witzige Spruch sozusagen, wann hast du jetzt mal die Füße gewaschen? Ist auch witzig so. Die meisten Leute waschen ja ihre Füße nicht. Man wäscht so bis Knie. Ja, weil das ist halt so, das Gefühl für den eigenen Körper ist nicht da. So bis Knie. Alles darunter sozusagen ist so ein bisschen unbekannt. Und eigentlich für alle Sportler so. Und das ist dann der Punkt, warum ich dann ja beim Training so viel Wert auf Barfuß lege oder wir dann, wenn wir im Stadion trainieren, dass wir die Läufe sozusagen sogar manchmal auch barfuß machen, dass wir auf verschiedenem Untergrund versuchen zu laufen. Ne? So, dass der Fuß im Endeffekt lernt, diese ganzen Rezeptoren in deinen Füßen sind extrem wichtig und diesen Basketballschuh geht halt verloren. Dann gibt es da noch Probleme mit den Schuhen, dass die eine Marke hat einen zu spitzen Schuh, also zu engen Schuh, die andere Marke hat etwas breiteren Schuh vielleicht, aber du musst ja gucken, wie dein Fuß ist. Also es ist sehr, sehr schwierig, eine Entscheidung zu treffen, welchen Schuh du kaufst, weil du jetzt, keine Ahnung, LeBron James magst, kann sich einfach seinen Schuh nehmen. Und jemand, der dann Kyrie mag, kann nicht einfach den Kyrie-Schuh kaufen, das geht nicht. Also du musst, wenn du jetzt wirklich alles aus dir rausholen willst, gehört das auch dazu, wie entscheide ich mich, einen Schuh zu kaufen. Ne? Ein riesen Punkt so. Weil das ist im Endeffekt eines deiner Werkzeuge, die du extrem brauchst, sind dann deine Schuhe. Ja, auch ganz wichtig, wenn du einen Schuh holst, spiel die ganze Saison mit dem Schuh, trainier immer nur mit dem Schuh, bleib bei einem Schuh.
Weil jeder einzelne Schuh, der Fuß gewöhnt sich an einen Schuh. Wenn du jede Session, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon so ist, aber ich weiß, früher war es immer cool, beim Training diesen Schuh, beim Spiel diesen Schuh, beim Auswärtsspiel diesen Schuh. Es ist cool, keine Frage, aber es ist gesundheitlich gesehen, ja, für deinen Fuß, für deine Hüfte, vor allem für deinen Rücken, dein Rücken kompensiert immer alles, ist das einfach ein riesen Punkt. Das heißt, viele Spieler, die Beschwerden mit der Hüfte haben, Schuhprobleme vielleicht. Ja? Und das ist halt auch ein wichtiger Faktor sozusagen. Und das ist halt der Punkt, das ist das, was diese Infos könntest du ja zum Beispiel von mir bekommen, wenn du zu mir kommst, Beispiel. Und mit dieser Info hat sich ja deine ganze Saison verändert. Und du musst ja nicht die ganze Zeit so viel Geld dafür ausgeben oder sonst irgendwas. Deswegen, wenn du diese Ressourcen hast, musst du die investieren. Wenn du diese Ressourcen nicht hast, musst du zusehen, dass du diese Ressourcen aufbaust. Ja, und das ist halt einfach sozusagen der Punkt von meiner Seite aus. Ich meine, jetzt hast du, wenn wir jetzt einen Viewer oder einen Hörer haben, der sehr jung ist noch und jetzt sozusagen eine Profikarriere anstrebt, dann haben wir ja jetzt herauskristallisiert, dass wir auf jeden Fall Kraftsport in jungen Jahren haben. Sofort. Das ist ganz wichtig. Dann Ernährung, Schlaf und dann halt auch die Wahrnehmung, wie du diese einzelnen Sachen wirklich ausführst, dass sie auch wirklich zu 100% ausgeführt werden und nicht, okay, du sagst, du hast gegessen, aber es war dann halt, wie gesagt, nur ein Ei und 2 Tomaten oder du hast dich gedehnt, aber hast dich gleichzeitig mit 5 Teammates unterhalten und gelacht, sondern also dass da der Fokus sein muss, dass diese Sachen auch wirklich gut ausgeführt werden. Was wären dann sozusagen die 5 Dinge, die ich jetzt als 12-Jähriger mitnehmen muss, damit ich weiß, okay, wenn ich an diesen Sachen arbeite und dann natürlich noch sportartspezifisch hart an mir arbeite, dann bin ich einer Profikarriere sehr einen Schritt näher. Was wären diese Sachen? Also Kraft. Also, vielleicht der wichtigste Part ist, egal wie gut oder egal wie schlecht du bist, egal wo du gerade stehst, ob du jetzt der Beste in deinem Jahrgang bist oder du wirklich gerade mal den Ball angefasst hast, sozusagen, du musst immer davon ausgehen, sozusagen, das ist nicht alles. Das ist halt Nummer 1. Es ist schwierig, einem 12-jährigen Jungen vor allem zu erklären, du bist zwar jetzt der Beste in deinem Jahrgang, aber das ist Stand 0. Oder du bist der Schlechteste im Jahrgang, aber es ist Stand 0. Das heißt, egal auf welchem Level du bist, von dort aus ist immer die Competition ist ja mit dir selbst. Das heißt, wenn du der Allerbeste bist, ist es ja im Endeffekt trotzdem nur eine 0 und ab dann kann es ja noch besser werden. Und dann muss man natürlich gucken, was brauche ich, um im Endeffekt jetzt besser zu werden. Wenn du jetzt zum Beispiel der Allerbeste in deinem Jahrgang bist und dann machen wir mit dir einen Test und dann kommt dabei heraus zum Beispiel, dass deine Hüfte super tight ist und zwar wirklich, sag mal sozusagen, du bist in eine Richtung bist du super flexibel, in die andere Richtung bist du super tight. Das heißt, du hast eine sehr starke Disbalance in deiner Hüfte. Das musst du sozusagen erstmal analysieren. Dann musst du gucken, okay, woher kommt das? Also woher könnte es halt kommen? Es gibt halt sehr viele Faktoren, woher das kommen könnte. Dann müsste man halt schauen, dass man im Endeffekt, wenn du schon der Beste bist in deinem Jahrgang, dann hast du höchstwahrscheinlich vielleicht einen guten Agenten oder ganz andere Ressourcen, dann sollst du diese halt nutzen. So, und dann im Endeffekt daran arbeiten. Das heißt, du musst immer davon ausgehen, morgen könnte ich ja wieder schlechter werden. Das heißt, man muss halt einfach besser werden. Und wenn du morgen besser bist, ist es ja dann morgen wieder eine 0. Das heißt, es muss dann wieder besser werden. Und wenn du im Endeffekt nicht der Beste bist und du gerade angefangen hast, dann spielst du irgendwo wirklich in der 2., 3. Mannschaft, ist ja okay. So, und du willst besser werden, dann musst du genauso gucken, okay, was kann ich denn heute verbessern, damit ich halt morgen besser bin. So, und dann im Endeffekt, klar, erstmal als 12-Jähriger, Nummer 1, du musst diesen Ball in der Hand haben und damit was machen. Es wird zu viel dann sich auf Dinge fokussiert, wie Beispiel, leider müssen wir jetzt aber sagen, Ernährung, wertlos, Schlaf, wertlos. Alles ist wertlos, wenn du mit diesem Ball nicht umgehen kannst. Das heißt, fokussiere dich komplett darauf, nur Basketball, nur Basketball, nur Basketball, nur Basketball. Also natürlich Schule, Familie und danach Basketball. Aber wenn du von der Schule kommst, nimm den Ball, mach deine Würfe, mach deine Dribblings. Es gibt mittlerweile sehr viele coole Videos, wie man so ein Parcours sich oder aufbaut oder sonst was. Du brauchst nichts, so niemanden dafür. Trainieren. Du musst basketballspezifisch besser werden. Wenn du dann im Endeffekt in einen Verein kommst und dann spielst du schon ein bisschen höher, sagen wir mal JBL oder so, ist ja schon ein sehr gutes Level für 14-, 15-Jährigen so. So, dann bist du JBL-Level. Dann im Endeffekt guckst du, okay, jetzt muss ich schauen, was kann ich noch optimieren.
Und dann schaut man, okay, habe ich die Beispiel finanziellen Ressourcen, dass ich mir besseres Essen kaufen kann? Beispiel, habe ich nicht. Okay, nicht schlimm. Aber ich brauche kein Cent Geld, um früher ins Bett zu gehen oder früher aufzuwachen. Das heißt, warum bin ich als 12-, 13-Jähriger bis 1 Uhr nachts wach? Also was gibt es denn im Endeffekt, was um 12 oder 1 Uhr nachts so wichtig ist für mich als 12-Jähriger, dass mein Leben verändert? Nichts. Na klar, die Eltern sind dafür verantwortlich, aber früher ins Bett gehen, pünktlich aufwachen, sich einen Schlafrhythmus aufbauen. Ja, als Teenager hat man sowieso ja keinen Biorhythmus, ich weiß. Aber es ist trotzdem angenehmer für den Körper, wenn er irgendeinen vernünftigen Rhythmus hat. Das heißt, auf den Rhythmus achten mit dem Schlaf, es kostet kein Geld, kein gar nichts. Du brauchst auch niemanden dafür. Anschließend gucken, dass man genug trinkt. Sehr, sehr viele Leute trinken viel zu wenig. Ja, viel zu wenig. Und da gebe ich immer den Profisportlern immer so einen Tipp. Wenn du jeden Tag trainierst, 20 Kilogramm deines Körpergewichts ist 1 Liter Wasser. Das solltest du dann am Tag trinken. Das heißt, wenn du als 12-Jähriger 60 Kilo wiegst, solltest du halt 3 Liter Wasser am Tag trinken. Natürlich über den Tag verteilt, so, das sollte im Endeffekt dein Base sein. So, und dann hört man halt ganz oft, trinkt vielleicht 1 Liter und dann nochmal 1,5 Liter Saft. Ja? Saftkonsum, alle Sachen sozusagen, es ist immer reiner Zucker mit Wasser. Ja? Deswegen immer auf Wasser fokussieren, das ist sozusagen der Punkt. Und dann natürlich, wenn du wieder Beispiel der Beste bist in deinem Jahrgang, guckst du, was fehlt dir, um im Endeffekt den nächsten Step zu machen. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele. Und einer der wichtigsten Punkte ist, was ich jetzt auch sagen musste, ist ein bisschen kompliziert, aber Zahngesundheit. Viele Profisportler haben Probleme mit den Zähnen, mit dem Kiefer und. Das muss gecheckt werden. Ja, also vor allem als Jugendlicher, die wachsen vielleicht noch die Weisheitszähne, dann dein Gebiss verändert sich vielleicht noch, man bekommt ab und zu mal einen Schlag, sozusagen tut nicht weh und sonst was, man ist tough, keine Frage so, aber durch den Schlag kann sich ein bisschen was verschieben. Also dein Unterkiefer, alleine die Position kann schon ein Problem bringen, dass du dann umknickst oder Hüfte verändert oder sonst was. Das heißt, diese Statik deines Gerüsts sozusagen muss gecheckt werden. Und für Jugendliche ist vielleicht Kiefer sozusagen eins der vielleicht wichtigsten Dinge. Das heißt, die Zahngesundheit und dann diese Kiefergesundheit ist halt enorm wichtig. Und das auch dann. Es geht sowieso auf die Krankenkasse so, das kann man immer machen. Ja. Ja, aber immer gucken, sozusagen, was kann ich denn verändern mit dem minimalsten Aufwand? Und schlafen müssen wir sowieso alle, dann einfach nur optimieren. Essen müssen wir sowieso alle, also optimieren. Also ob ich jetzt 5 Euro ausgebe für einen Haufen Reis und Schokolade oder ob ich jetzt für einen kleineren Haufen Reis ausgebe und ein bisschen Hähnchen und ein bisschen Brokkoli. Es bleibt ja dasselbe und der Aufwand bleibt derselbe und dass du dir die Zeit nimmst zum Essen bleibt auch halt dasselbe. Ja? Das, was on top kommt, sind all diese, sagen wir mal, fancy Sachen. Du gehst zur Massage, du gehst in die Sauna, du wirst massiert, Physiotherapie, so. Es ist alles sehr, sehr gut, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Wenn nicht, ist es nicht der wichtige Part. Spielbasketball, Spielbasketball, Spielbasketball. Und da kennen wir auch, hier unser Kollege Maodo so, wenn man guckt sozusagen, wie seine Karriere verlaufen ist, bis heute so, ja, bis 18 und bis 19, bis 18 so, war er komplett unterm Radar. Ja. Und es ist nicht so, dass er jetzt sozusagen dort wirklich die fancysten Sachen rausgeholt hat, sondern es war die Konstanz. Einfach, er war immer mit diesem Ball unterwegs, er hat immer gespielt, er hat immer Spaß gehabt, er hat sich immer da sozusagen da reingehängt und ist immer daran geblieben. Und wieder, er ist einfach bei seinen Werten geblieben, ganz einfach. So, und das hat ihn am Ende dann viel besser gemacht als alle anderen in seinem Jahrgang oder sonst irgendwas. Ja? Das ist ein super Beispiel eigentlich, was ich auch oft für viele bringe, so, du musst nicht mit 18 der Beste sein, du musst nicht mit 16 der Beste sein, so, weil nach hinten raus geht es immer darum. So. Ja. Es ist immer die Frage sozusagen, wirst du jeden Tag Step by Step besser so? Und dann geht es ja dazu. Ja. Da würde ich auch mal allen jungen Spielern immer Kobe Bryant sich anhören. Das ist immer eine coole Sache. So, Kobe Bryant ist in der Sache halt sehr, sehr cool. Nicht übertreiben, also man muss jetzt nicht um 3 Uhr nachts aufstehen und so welche Sachen so. Du kannst auch um 6 Uhr aufstehen und immer noch trainieren so. Aber Kobe Bryant hat in der Hinsicht so sehr, sehr viele sehr simple Sachen. Jetzt mittlerweile online natürlich alles sehr fancy dargestellt und sonst, aber es ist super simpel, es ist ganz einfach. Wenn du jeden Tag 5 Stunden Basketball spielst, wirst du besser sein als jemand anderes, der jeden Tag nur 3 Stunden Basketball spielt. Es ist ganz einfach.
So, es ist ganz einfach, wenn du früher aufstehst und trainieren gehst, hast du eine Trainingssession mehr am Tag als alle anderen, die länger schlafen. So simpel ist es. Und es summiert sich halt über die Jahre. Es summiert sich über die Jahre. Und wieder ganz wichtig, ob du gewonnen hast oder ob du verloren hast, spielt keine Rolle. Du musst am nächsten Tag einfach weitermachen. Und das ist ja, was man oft sieht, dieses Belohnungssystem so. Ich habe gewonnen, also kann ich mir das so erlauben. Ja, ich habe verloren, also muss ich mich wie so selbst bestrafen oder so. Sorry, das ist aber dumm so. Ja, das heißt, ja, du hast heute verloren, okay, analysiere, was war falsch, arbeite morgen einfach weiter. Es geht einfach weiter. Du hast heute gewonnen, mit 30 die beste Mannschaft geschlagen, okay, analysiere, wie kommt es, dass man die beste Mannschaft mit 30 schlagen konnte, morgen einfach weitermachen. Und das ist egal, wie alt du bist. Ja? Aber da muss ich auch alle Eltern so wirklich ansprechen. Die Eltern sind verantwortlich für ihre Kinder, vor allem im Endeffekt in diesen jungen Jahren. Und wenn dann nicht diesen Support von den Eltern bekommt, wird es natürlich schwieriger. Und die Eltern sollten auch halt verstehen, damit ganz, ganz wichtig. Das Kind soll ja nicht Profisportler werden und dann dort der Beste sein, so, sondern er soll über diesen Weg, den Versuch, Profisportler zu werden, diesen Weg zu gehen sozusagen und daraus halt sehr, sehr viel lernen. Weil daraus lernst du im Endeffekt, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit denen du dich vielleicht im normalen Leben nicht auseinandersetzen wirst. Das heißt, du gehst dann zum Beispiel aufs Spielfeld, spielst gegen andere Jungs, die in deinem Jahrgang sind, aber sind Kopf größer oder so. Das heißt, du lernst einfach auch mal zu verlieren, weil wo ist das Problem? Und dann lernst du auch zu verlieren gegen andere, die besser sind. Aber dann siehst du auch oft, du wirst auch besser und plötzlich die besser waren als du, sind dann nicht mehr besser als du. Das heißt, du steigst dann immer auf. Das sind sozusagen diese ganzen Gefühle, diese Entwicklung, die ein Kind auch machen muss einfach. Deswegen finde ich also Sport so gut. Vor allem speziell Jungs sowieso. Die müssen im Endeffekt sich mit anderen messen, aber immer mit diesem Hintergrund, nicht den anderen schlecht machen zu wollen, sondern im Endeffekt einfach nur daran zu wachsen. So, und da müssen die Eltern die Kinder unterstützen einfach. Ganz einfach. Du musst nicht bei jedem Spiel, beim Heimspiel dabei sein, irgendwo hinfahren, so. Muss man natürlich auch gucken, die Leute müssen auch arbeiten, so. Aber du musst wenigstens das Kind am Ende des Tages fragen, so, wie hast du gespielt, was ist passiert, warum habt ihr gewonnen oder warum habt ihr verloren, so, was würdest du nächstes Mal besser machen, so ein bisschen darauf eingehen, so. Und ich weiß, bei den sehr vielen Sportlern sozusagen, die Eltern interessiert es halt null, was die da machen. Dann müssen wir, ich parke mein Kind da für 2 Stunden, Null, ich habe ja, meine Ruhe ja. und So, und das ist dann natürlich halt tough, aber das ist halt der Punkt so, wenn wir dann wieder ein anderes Thema, also wie dieses Mindset-Thema sozusagen, der Elternteil so, wenn dein Elternteil dich unterstützt oder wenigstens dich da nicht pusht so, sondern dich machen lässt und dich immer nur auffängt, wenn du mal fällst, so, ist viel mehr wert, als dass dich jemand wie verrückt die ganze Zeit pusht. Im Basketball kommt es ja weniger vor, aber in den ganzen Einzelsportarten wie Tennis oder so, da ist natürlich immer der Elternpart ist so wirklich sehr, sehr schwierig. Weil am Ende will nicht das Kind Profi-Tennisspieler werden, sondern eigentlich die Mutter oder der Vater so. Beim Basketball ist es meistens nicht der Fall so. Es gibt manche Väter, die eigentlich sozusagen selber spielen würden, so, aber dann lassen die das Kind spielen so. Aber oft ist es also beim Basketball, dass die Eltern nicht so das Interesse daran zeigen. Und das ist natürlich halt schade. Und für die jungen Spieler ist das vielleicht der wichtigste Part. Spielen nur Basketball und an die Eltern, die müssen dem Kind da irgendwie sozusagen eine Hand hinhalten, wenigstens so, weißt du? Das ist das Wichtigste für die. Und dann im Endeffekt, je älter man wird, merkt man auch, dass man älter wird, man kriegt auch andere Interessen und muss man auch schauen, okay, das Basketballspielen muss immer noch Spaß machen, so. Das heißt, der Moment, wo du dann merkst, boah, das geht gar nicht so, muss man dann auch überlegen, ob man auch nicht eine andere Sportart macht. Weil es macht auch nichts aus, bis 15 Basketball zu spielen und dann wechselst du in eine andere Sportart und dann merkst du, dass du doch wieder dieses Interesse am Basketball hast und dann kommst du halt wieder. Das heißt, andere Sportarten können auch ein super, super Vorteil sein für Basketball. Beispiel, du bist im Basketball, dann wechselst du zum Fußball so und dann merkst du, okay, doch nicht so meins nach einem Jahr und dann kommst du mit 16 wieder oder so. Deine Beinarbeit, deine Koordination, deine Auge-Fuß-Koordination ist eine ganz andere, als du davor hattest. Also es ist nicht so verkehrt. Ja? Oder man wechselt in eine Kampfsportart sowieso, noch viel, viel besser. Ja, oder man wechselt dann mal zum Tennis oder sonst irgendwie. Also, dass man eine andere Sportart macht, solange man jung ist, so kann man sich das halt noch erlauben. So. Ich weiß, es wird immer gepusht, je früher du anfängst. In den USA ist ja natürlich ein Problem so. Du kommst mit 6 irgendwie in den Basketballbereich und dann war's das. Das heißt, jeden Tag Basketball bis zum Schluss so.
eine andere Sportart würde dich in jungen Jahren extrem weiterbringen. Ja? Oder dass du dann nur 2-mal die Woche Basketball spielst und dann 2-mal die Woche eine andere Sportart machst und erst mit 15, 16 dich dann entscheidest, okay, diese Sache mache ich jetzt. Ja? Auch ein wichtiger Punkt. Aber auch wieder, ein Elternteil ist halt extrem wichtig. Also es gibt ja mittlerweile auch diese Tools wie Oura Ring, Whoop, Sachen, die dir mehr Biofeedback geben. Es gibt Infrarotsauna, es gibt Lymphdrainage-Boots, die du nutzen kannst. Also der Scope an Recovery-Tools ist ja jetzt allein in den letzten 3 Jahren wirklich unglaublich gewachsen. Was sind da die Sachen, wo du sagst, okay, das sind die effektivsten, bis auf Schlaf natürlich gesehen und vielleicht Meditation und Nasal Breathing. Was sind da so die Sachen, wo du sagst, ey, das muss man auf jeden Fall machen, wenn man wirklich ein aktiver Sportler ist, vielleicht nicht nur Leistungssportler, aber ich gehe ins Gym 5-mal die Woche. Das sind so die Sachen, die mich recht schnell wieder auf das nächste Level heben würden. Also das Allerwichtigste ist, was du schon auch angesprochen hast, ist natürlich der Schlaf. Das Problem ist, beim Schlaf ist es wieder sozusagen die Wahrnehmung von dem, was du machst. Du sagst, ich habe geschlafen, 10 Stunden habe ich geschlafen. Du kannst ja nicht einfach schlafen, indem du sagst, ich gehe jetzt schlafen, dann schlafe ich einfach, sondern es ist ja ein biochemischer Prozess, das Schlafen. Das heißt, du musst ja in den Schlaf kommen, den Schlaf sozusagen haben und aus dem Schlaf ja rauskommen, so kann man es ja sehen. Das heißt, das ist ja ein biochemischer Prozess, der über Stunden hinweg stattfindet. Und der Körper braucht ja für diesen Prozess ja bestimmte Ressourcen. Er kann es ja nicht einfach so, nur weil du es ihm gesagt hast. Ja? Mental ist niemand von den Basketballern auf so einem Level, dass er sagen kann, ich schlafe jetzt und dann bin ich weg. So. Sondern ganz viele Spieler nach dem Spiel oder so können ja gar nicht schlafen. Ja? Das ist so nochmal die Realität. Das heißt, so viel über Schlaf zu reden sozusagen, aber wenn man realistisch überlegt, 5 Tage die Woche schlafen die Jungs nicht. Und nicht, weil die es nicht wollen oder so, weil die es nicht können. Und die können es nicht, weil denen sozusagen bestimmte Ressourcen einfach fehlen. Das heißt, wenn du Beispiel Mercedes-Benz Arena gespielt hast, bis um 10 Uhr, Euroleague, so, und dann im Endeffekt geduscht hast, bis nach Hause kommst, vielleicht noch was isst, das ist es nicht vor 1 bis zum Bett. Wenn du vorher mit diesen riesigen Lichtern stundenlang bestrahlt worden bist, mit bis zu 10, 12, 15.000 Zuschauern da hast, diese ganzen Action hast, du wirst nicht einfach so einschlafen können, sondern dein Stresslevel ist halt so hoch, dass du den erstmal runterbringen musst. Das heißt, du bräuchtest im Endeffekt als Profisportler eher diese Nährstoffversorgung des Körpers ist viel wichtiger als, sagen wir mal, diese ganzen Tools, die auf dem Markt da sind. Das heißt, es ist viel wichtiger, bestimmte Supplements zu sich zu nehmen und noch wichtiger ist es ja, das richtige Essen zu essen. Weil Supplements ist ja einfach nur, sage ich mal so, die Nährstoffe, die im Essen drin sind, werden sozusagen dann herausgenommen und in einer deutlich höheren Dosis dem Körper hinzugefügt, weil er die ja braucht. Und wenn du Profisportler bist, brauchst du halt wirklich sehr viel. Und je nachdem, wie viel man wiegt, das heißt, keine Ahnung, ich habe ja Spieler, die wiegen bis zu 130 Kilo. Wenn der Spieler 130 Kilo wiegt, dann die Menge, die er essen muss, ist halt wirklich viel und die Nährstoffversorgung, die er hat, ist halt noch höher. Das heißt, wenn ich mich dann so an so einen Arzt richte oder sonst irgendwas und ich sage, okay, 400 Milligramm Magnesium wäre halt optimal, 4 Gramm wäre optimal bei ihm, so als Beispiel. Das heißt, er nimmt nicht eine Tablette, sondern 10. So, damit wir auf seinem Level davon reden können, dass wir seinem Körper wenigstens Nährstoffe hinzufügen, damit er danach schlafen kann, damit er recovern kann. Das heißt, das ist ein Riesenpunkt. Das heißt, die Nährstoffversorgung des Körpers würde ich an Nummer 1 setzen bei den Sportlern. Ja? Dadurch, dass die so viel trainieren und so viel körperlich aktiv sind, Körper kompensiert das meiste über Bewegung. Ganz einfach. Das heißt, wenn die Leute immer sozusagen dann irgendwie einen Lifehack oder sonst was suchen, Nummer 1, unser Körper ist nur dafür da, damit wir uns bewegen, körperlich betätigen. Wenn du es nicht tust, hast du sowieso Probleme. Dann hilft dir dann Meditation oder sonst irgendwas nicht. Du musst dich körperlich betätigen. Und wenn du dann im Endeffekt merkst, dass die und die Faktoren fehlen, dann kannst du darauf halt gehen. Das heißt, Nährstoffversorgung ist Nummer 1. Nummer 2 ist im Endeffekt, eigentlich gehört es zur Nährstoffversorgung, die Atmung. Weil die Atmung ist ja die Art und Weise, wie du Sauerstoff in deinen Körper bringst. Das ist ja auch wie eine Nährstoffversorgung. Das heißt, das Essen geht sozusagen durch den Mund und Luft so durch die Nase. Und auch da, der Mund ist nicht zum Atmen. Einfaches Beispiel, guck mal ein Spiel an, guck dir, wie die Jungs atmen.
Kinn hängt hier, keiner kriegt Luft durch die Nase, sondern alle hecheln wie verrückt, wie verrückt, wie verrückt. Das heißt, bei den Spielern kann ich auch direkt sagen, wenn ich noch irgendwas zu optimieren habe, das ist so, was ich ziemlich spät mache immer. Das heißt, für mich ist Atmung ist extrem wichtig, für mich ist aber sehr unwichtig, weil sich damit zu beschäftigen, ist sehr schwierig mit den Leuten. Ja, weil die Leute haben ja immer dieses Mindset, ich muss trainieren, ich muss das, ich muss das. Das, was du siehst, das akzeptierst du halt schneller. Wenn ich jetzt jemanden zum ersten Mal sehe und ihm sage, ja, du musst besser atmen, dann denkt er sich, wo bin ich jetzt hier? Weißt du, ich bin zum Athletiktrainer gekommen und der erzählt mir, dass ich jetzt atmen muss und sagt Dankeschön, tschüss so. Das geht nicht. Das heißt, ich muss versuchen, erstmal so ein Vertrauen aufzubauen und dann kann ich irgendwann sagen, hey, Atmung wäre noch optimal. Aber wenn wir jetzt das Ganze nennen, so Nährstoffversorgung inklusive Atmung ist Nummer 1. Das heißt, du kommst im Idealfall sozusagen nach Hause, machst dir vernünftig zu essen, das ist sehr individuell. Ja, das heißt, Essen besteht zwar nur aus Eiweiß, Kohlenhydraten, Fett, das war's, ist richtig, aber das Ding ist, auch aus diesen 3 Sachen entstehen danach extrem viele, sagen wir mal, Probleme. Das heißt, jeder ernährt sich so, wie sein Körper gerade sozusagen in der Situation ist. Das heißt, je nach Körperfettanteil, je nach Aktivitätsanteil, je nachdem, wie viel du gespielt hast oder auch weniger gespielt hast. Das heißt, nur weil du ein Game hattest, heißt nicht, dass du ein Game hattest. Ja? Ganz viele Spieler spielen 5 Minuten, dann kannst du nicht behaupten, dass du ein Game hattest. Ja? Manche Spieler spielen dann 35 Minuten, das ist eine ganz andere Sache. Ja? Das heißt, das muss wirklich sehr individuell angepasst werden und je höher das Level, desto spezifischer wird das Ganze. Und so nimmst du dann die Nährstoffaufnahme, damit du überhaupt in dieses Recovern kommen kannst. An den Tools, die du dazu nutzen kannst, ja, einer von diesen Ringen, also Schlaftracken, ist schon eine gute Sache, weil dann siehst du, also ich würde immer so machen, dass ich Schlaf tracke, ohne irgendwas zu machen, nur Schlaf tracken. Wenn ich den Schlaf tracke, danach optimiere ich Beispiel diese Nährstoffversorgung. Und dann gucke ich, ob was sich ändert. Weil das ist noch ein anderer Punkt. Das, was du da reinschmeißt, heißt auch nicht, dass es da angekommen ist. Und das ist wieder die Realität. Du hast zwar Magnesium genommen, aber es ist nicht angekommen. Ja? Das heißt, dein Verdauungstrakt könnte ja ein Problem sein. Und wenn du dann Dinge isst, werden diese Dinge ja nie ankommen. Das heißt, du müsstest es vielleicht als IV sozusagen hinzufügen. Eine Ressourcenfrage wieder. Ja? Und auch so, sich ständig sozusagen IVs zu geben, ist vielleicht auch nicht die Lösung, sondern Basics first. Ja? Ja? Und somit im Endeffekt würde ich bei den Tools wirklich die erstmal alle rauslassen. Keine Tools verwenden, weil Tools ist immer im Endeffekt Dinge zu verfeinern. Wir haben gar kein Gerüst, wir haben nichts. Verstehst du? Das heißt, das Haus kein Fundament, wir haben Loch in der Wand, Loch im Dach, sonst was. Warum sollte ich jetzt sozusagen eine sehr schöne Lampe da in den Raum stellen? Verstehst du? Das heißt, das Haus wird ja dadurch nicht stabiler, bewohnbarer, sonst irgendwas, sondern es wird nur ein Feinschliff gemacht, aber es bringt ja nicht wirklich was. Deswegen sozusagen würde ich mich erst wirklich auf diese Nährstoffversorgung fokussieren. Ja? Und dann im Endeffekt, Nährstoffversorgung ist gleichzeitig mit Sauerstoff, und dann würde ich mich auf Licht fokussieren. Es sind alles, was ich aufzähle, sozusagen, kostet ja auch kein Geld. Bei Licht, vor allem als Basketballspieler, du bist ständig in einem Raum. Ja, du bist ja nie draußen. Das ist der große Vorteil zum Fußballer, du bist ja wenigstens noch draußen oder Tennisspieler. Als Basketballer bist du immer in der Halle, immer in der Halle, immer in der Halle. So, und dann, als ich das erste Mal damit, also mir war es schon immer bewusst, dass man immer in der Halle ist sozusagen. Ein Fun Fact, der einzige Grund, warum ich zum Basketball gegangen bin, war nur, weil wir in der Halle waren. Weil ich habe nur Fußball gespielt und immer wenn schlechtes Wetter war, hatte ich keinen Bock draußen zu spielen. Weil dann rutschst du weg, dann hast du kannst ja nicht mit Stollen sozusagen immer rumlaufen, sondern du spielst ja mit dem Schuh, den du gerade hast. Dann regnet es, dann rutschst du halt weg, so, macht keinen Spaß. Und nur deswegen bin ich zum Basketball gegangen, weil dort es nicht regnet. So, das ist so der Punkt. Aber im Endeffekt, wenn du ständig in einer Halle bist, du bist in der Schule, Halle. Du bist zu Hause, Halle. Du bist in der Basketballhalle, Halle. Du bist sogar auf dem Weg in die Halle, auch in einer Halle, weil du ja in einem Bus, U-Bahn, Auto sitzt. Du bist ja nie draußen. Immer künstliches Licht. Immer künstliches Licht und immer im Endeffekt, du bist ja nicht draußen. Und unser Körper ist dafür da, dass wir uns bewegen und das auch möglichst halt draußen. So, und dann im Endeffekt kommt noch sozusagen die Sache, dass das Licht im Endeffekt ist ja ein Riesenfaktor für, wie unser Körper danach sozusagen ja handelt. Das heißt, je mehr wir in der Dunkelheit oder künstlichem Licht sind, desto schlechter sind alle unsere Prozesse. Alle. Und somit ist das ja auch irgendwie eine Nährstoffversorgung für uns.
Ja? Und deswegen würde ich beim Licht wirklich darauf achten, dass, Beispiel sage ich immer vielen, Game Day, keine Ahnung, Beispiel Sonntag 15 Uhr ist ein Spiel. Das ist ja ganz oft so. Dann wach 8, 9 Uhr auf, steh auf, mach dir dein Getränk, je nachdem was für eins, bespreche immer mit den Leuten so. So ein Basic-Getränk ist immer, du machst ein bisschen Natursalz, ein bisschen Limette rein, Wasser, einen halben Liter ungefähr, trinkst aus, mach einen Spaziergang. Egal wo du bist, die meisten Spieler spielen nicht in Großstädten, das ist der Punkt. Ja. Die meisten Spieler sind so in ländlichen Gebieten, das heißt, du hast immer meistens auch Natur. Mach eine halbe Stunde Spaziergang, lass dir den Tag durchlaufen, so, lass dir das Spiel im Kopf durchlaufen, so, danach kommst du nach Hause, machst dir dein Frühstück und das ist schon das, was ich gesagt habe. Du bereitest dich jetzt schon ja auf das Schlafen vor, indem du morgens früh das Richtige machst. Und dadurch wirst du ja auch besser schlafen und dadurch wirst du am nächsten Tag besser aufstehen. Und dadurch wirst du danach wieder besser schlafen und dadurch kommt das Ganze zustande. Und dann kannst du es optimieren. Das heißt, du kannst diese Boots rausholen, ja, nach dem Training, du hast dich gestretcht 15 Minuten, richtiges Stretching. Und dann legst du dich nochmal hin, machst nochmal 15 Minuten die Dinger rein und jetzt kannst du mit den Leuten quatschen und sonst irgendwas. Ja. Und dann gehst du duschen, dann bist du fertig. Ja. Das heißt, so eine Trainingssession kann schon 3-4 Stunden dauern. Ja. Und wenn du das aber professionell machst, dann frage ich auch halt die Leute, das Einzige, was du dann den ganzen Tag machen musst, ist nur Basketball spielen. Und du machst es nur 1 Stunde, 2 Stunden? Ist so ein Witz. Und wenn du damit, das ist der Punkt, es geschafft hast, Euroleague oder Weltmeister zu werden, dann ist die Frage, wo ist dann das Limit von dir, verstehst du? Das heißt, das ist ja dann dein Null, das heißt, du kannst von dort ja immer noch optimieren. Und dann gibt es so viele Sachen zu optimieren und deswegen ist es halt für mich sehr, sehr erschreckend am Anfang gewesen, mittlerweile nicht, auf welchem Level die Top-Spieler sind, wie viel Potenzial da noch ist. Das ist halt wirklich eigentlich das Erschreckende. Da ist so viel Potenzial, so Kleinigkeiten, ne, von Essen, von allem. Ja? Aber von den Tools sozusagen, Nährstoffversorgung, Schlaftracken ist gut, um zu gucken, ob es funktioniert, aber sich nicht erhoffen, dass dieses Schlaftracken deine Recovery verbessert. Weil du siehst ja nur, was nicht funktioniert, aber du weißt nicht, was du ändern musst, damit es funktioniert. Und das macht Stress. Das heißt, sehr, sehr viele Leute sind dann gestresst, weil die sehen, keine Ahnung, der Score ist bei 80 oder so, es muss bei 100 sein, oh, heute ist ein schlechter Tag, aber du fühlst dich Bombe. Das ist nicht real. Ja, genauso wie diese Fettmessung zum Beispiel. Ja, diese Fettmessung sozusagen, wo du dich draufstellst, dann hast du so eine elektronische Messung so. Und dann sagt die dir plötzlich, du hast 10% Körperfett, aber du siehst aus wie 3, Beispiel. Und dann heißt es, dass der andere Spieler, der nicht so ripped aussieht wie du, niedrigen Körperfettanteil hat als du, dann macht man sich halt Gedanken, wie kann es sein, vielleicht habe ich was falsch gemacht, vielleicht. Nein, das Gerät zeigt nicht die Realität. Das heißt, das Gerät, diese Tools können auch wirklich manchmal nach hinten losgehen. Ja? Aber von den Recovery-Sachen sozusagen Basics first und die Basics ist immer Licht, Sauerstoff, Wasser und Wärme oder Kälte. Die 5. Top, vielen, vielen Dank. Also ich glaube, jetzt als Zuschauer oder als junger Zuschauer vor allem, hat man mal so einen Einblick bekommen, wie du arbeitest, vor allen Dingen auch so mit Top-Profi-Athleten. Ich glaube, dass man da sehr viele Learnings mitnehmen kann, um da irgendwie an sich zu arbeiten. Absolut, glaube ich. Es ist nicht so kompliziert, wie man es immer online sieht. Genau. Ja, weil an den Grundsachen muss man nur schrauben und dann im Endeffekt wird es kompliziert. Aber bis dahin hat man immer noch so viel Potenzial einfach. Genau. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Gerne. Ich denke mal, es wird auch nicht die letzte Folge gewesen sein. Wir können noch mal andere Topics machen. Genau. Ich glaube, wir haben schon viel angerissen, aber es ist ja so viel Detailarbeit, um wirklich alles abzudecken. Deswegen, ja, man, nice.